Kapitel 7 – Militärische Programmierung. Ich will ein ganzes Kapitel der militärischen Programmierung widmen und wie sie ausgeführt wird. Warum? Wie in Kapitel 3 angemerkt, heben die Illuminaten die Wichtigkeit des militärischen Trainings als Teil ihres Planes einer eventuellen Übernahme immer mehr hervor. Alle Kinder der jetzigen Generation unterziehen sich gewissen Formen von Militärtraining als Teil dieses Planes. Die militärische Ausbildung wird sehr früh begonnen. Einfache Übungen beginnen oft schon im Alter von 3 Jahren. Die Kinder werden von ihren Eltern zu einem Übungsplatz gebracht, der eine große Aula in einem Gebäude sein kann oder ein entferntes Gelände, wo die Ausbildungsmanöver stattfinden. Es werden Zelte als Befehlszentren für die verschiedenen Offiziere und militärischen Trainer aufgestellt. Die Kinder lernen, in einer Linie geradeaus zu marschieren. Wenn sie sich aus der Reihe bewegen, werden sie bestraft durch Tritte, mit einem Rinderschöcker misshandelt oder mit einem Stock geschlagen. Man steckt sie in kleine Uniformen, die denen der erwachsenen Soldaten nachgemacht sind. Die Erwachsenen haben Ränge, Abzeichen und Insignien, die ihre Stellung in der Kulthierarchie und im Militär anzeigen. Abzeichen und Medaillen werden verteilt, um die Ausbildungsstufe und bestandene Prüfungen darzustellen. Die kommandierenden Offiziere sind oft brutal und bestrafen sogar die jüngsten Kinder mit harten Maßnahmen. Die Kinder werden gezwungen, bei jedem Wetter große Entfernungen zu marschieren, die mit zunehmendem Alter größer werden. Sie werden gezwungen, Hindernisse zu überwinden. Ihnen werden in jungen Jahren falsche Waffen mit Platzpatronen gegeben. Diese Waffen sind perfekte Kopien von echten Waffen, schießen jedoch mit Platzpatronen. Den Kindern wird unter erwachsenen Aufsehern beigebracht, alle Arten von Feuerwaffen zu laden und abzufeuern. Sie verbringen Stunden damit, das Zielen, Anvisieren und Feuern dieser Waffen auf Ziele zu lernen. Zuerst sind die Ziele Scheiben, doch wenn die Kinder älter werden, sind die Ziele wie bei der Polizei wie ausgeschnittene Menschen. Den Kindern wird beigebracht, auf den Kopf oder das Herz zu zielen. Später werden das realistische Puppen. Das gewöhnt sie an das Töten von Menschen. Ihnen werden Gewaltfilme über Kriegsführung gezeigt, die viel eindeutiger und grafischer sind als normale Filme in Gruppenklassen. Tötungstechniken werden in Zeitlupe gezeigt. Das Motiv, töten oder getötet werden, wird immer wieder eingebläut. Der Trainer wird die Kinder fragen, was für Fehler die Leute machten, die getötet wurden. Getötet werden wird als Schwäche, ein Killer zu sein wird als Stärke angesehen. Im Alter von 7 bis 8 Jahren werden die Kinder gezwungen, auf ihren Bäuchen zu kriechen unter simuliertem Gewehrfeuer über ihren Köpfen. Man sagt ihnen nicht, dass es Gummigeschüsse sind und es ist äußerst schmerzhaft, wenn das Kind im Rücken oder Gesäß getroffen wird. Sie lernen schnell, sich unter Feuer geduckt zu halten. Kampfsituationen werden wiederholt geübt, wenn die Kinder, über mehrere Jahre verteilt, in ein Feriencamp gehen. Sie werden mit Verdienstabzeichen für Erfolge belohnt, wenn sie einen Hinderniskurs abgeschlossen haben oder unter Feuer cool blieben. Mit anderen Worten, der Kult schafft einen Mikrokosmos von echter Militärausbildung für seine Kinder und Jugendlichen. Nazi-Konzentrationslager mit Wächtern und Häftlingen werden simuliert. Die Aufpasser sind üblicherweise ältere Kinder oder Jugendliche, die gute Leistungen zeigten. Die Häftlinge sind jüngere Kinder oder solche, die bestraft werden, weil sie im Manöver nicht gut genug waren. So entsteht heftiger Druck, um in die Wächterrolle zu kommen und kein Häftling sein zu müssen, da Häftlinge eingesperrt, geschlagen, getreten und ausgelacht werden. Häufig gibt es Verfolgungsjagden, wo den Häftlingen eine halbe Stunde Vorsprung gegeben wird. Dies kann auch die Verwendung von besonders dressierten Hunden beinhalten, die gelernt haben, den Gejagten zu stellen, aber nicht zu töten. Ältere Kinder lernen, die Hunde zu führen und sie zu benutzen. Die Jugendlichen werden unterrichtet, den Erwachsenen beim Hundedressieren zu helfen. Teenager können als Belohnung zu Jugendführern ernannt werden, die die Übungswochen planen dürfen. Das Militärtraining verläuft nach den Prinzipien des Nazi-Militärs und SS-Ausbildung. Die Trainer sprechen oft Deutsch mit den Kindern, die die Sprache lernen müssen. Alle Kommandooffiziere und hochrangige Erwachsene sprechen während dieser Ausbildungen Deutsch. Sie können auch Französisch sprechen, da bei den Illuminaten die Sprachfähigkeiten gefördert wurden. Ausbildungen für ältere Jugendliche schließen Spiele ein, wo Gruppen gegeneinander konkurrieren. Die älteren Teenager leiten das Spiel mit der Hilfe eines erwachsenen Beraters. Gruppen, die gewinnen, werden belohnt, Gruppen, die verlieren, werden bestraft. Der Jugend wird gelehrt, schwache oder langsame Mitglieder zu verachten. In simulierten Kämpfen lernen sie, ihre Einheit durchzubringen und kaltblütige Logik in diesen Situationen wird belohnt. Das Ziel ist, kalt und berechnend handelnde Führer in den militärischen Systemen zu kreieren,
die in Kampfsituationen völlig emotionslos sind. Der Jugend und ihren Mitläufern werden alle Arten von Massenkontrolle beigebracht und trainiert. Sie sehen Spezialfilme, in denen alle möglichen Reaktionen einer militärischen Übernahme und der Maßen angesprochen werden. Diese Situationen werden dann in Übungen geübt und von den älteren Jugendführern und ihren Einheiten wird erwartet, mit den verschiedenen Reaktionen umzugehen. Die Masse wird auf unterschiedliche Art von ihren Trainern trainiert. Das Endziel all dessen ist, eine organisierte Armee von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu schaffen, die genau wissen, was bei der kommenden Übernahme der Welt zu tun ist. Das Training, das ich beschrieben habe, wird nicht nur in den USA geführt, sondern in jedem Land in der Welt. Große Trainingzentren befinden sich in Deutschland, Belgien, Frankreich und Russland. Militärtrainer werden oft in diese Länder gesandt, um neue Techniken zu lernen, und werden dann zurückgesandt in ihre Heimatländer. Was kann man tun? Es ist wichtig, sich klar zu werden, dass innere Militärabspaltungen äußerst hierarchisch sind. Es wird oft eine innere Rangfolge geben, vom niederen Fußsoldaten, die inneren Abspaltungen mit zunehmendem Rang Rechenschaft ablegen. Je höher der militärische Rang, desto höher steht die Abspaltung im System. Ein Soldat ohne Rang wird innerhalb des Systems kaum viel Wissen haben. Seine einzige Aufgabe ist es, nach jahrelanger Konditionierung blind anderen zu gehorchen. Innere ranghohe Offiziere sind oft äußeren Tätern, Offizieren oder Trainern ähnlich. Ein innerer General wird oft viel mehr Wissen haben als tiefere Ränge und man sollte sich mit ihm anfreunden, da er bei der Therapie helfen kann. Es wird Zeit, Anstrengung und Geduld kosten, sowohl für den Überlebenden als auch für den Therapeuten, um diese militärischen Offiziere kennenzulernen. Sie sind oft kurz angebunden, arrogant und äußerst feindlich der Therapie gegenüber. Sie sind dem Kult äußerst treu ergeben und stolz auf ihre Abzeichen, Belohnungen und Leistungen, die durch Jahre von Traumatisierung und schwieriger Arbeit verdient wurden. Sie werden widerwillig sein, dies alles aufzugeben. Das Verlassen des Kultes empfinden sie als Verlust. Sehr starke Programmierungen umgeben sie, einschließlich ehrenhafte, unehrenhafte, Suizidprogrammierung, der tapfere, ehrenvolle Soldat würde lieber sterben als seine Gruppe etc. verraten. Es ist wichtig, sich mit der Suizidprogrammierung und weit verzweigter Konditionierung zu befassen, der viele dieser Abspaltungen unterworfen wurden, während man gleichzeitig mit den hochrangigeren Mitgliedern vernünftig redet. Sie haben fotografische Gedächtnisse und erinnern sich an alle Aspekte der Militärgeschichte. Wenn sie sichere, geeignete körperliche Betätigungsmöglichkeiten bekommen, können sie Dampf ablassen. Es sind stark körperlich konditionierte Abspaltungen, denen Laufen, Wandern und mit Waffen und Messern zielen gefällt. Es kann sinnvoll sein, sie mit einer sicheren Hilfsperson wandern zu lassen und draußen Geschicklichkeitsübungen durchzuführen. Anerkennung und Respektierung ihrer Bedeutung für den Überlebenden und des erlebten Traumas, ihrer Treue, Tapferkeit und Ehre, um dem System in ihrem Sinne Sicherheit zu geben, kann helfen. Diese Abspaltungen haben oft einen sehr hoch entwickelten Sinn für Ehre, wenn auch Ehre geleitet. Es kann interne Belobigungen für Tapferkeit geben, sogar eine innere Belohnungszeremonie, sowas ist ihnen geläufig, kann für die Teile, die beschlossen haben, den Kult zu verlassen und den Körper zu schützen, ausgeführt werden. Sie sind es gewohnt, gute Leistungen zu würdigen und Anerkennung für gute Arbeit zu erhalten und brauchen diese Motivation. Sie waren es gewohnt, dies vom Kult zu bekommen. Aber der Überlebende kann das Zentrum der Kontrolle von außen nach innen legen, um die Bindung zum Kult zu lösen. Militärische Beschützer können ihre Aufgabe verändern und fortan die Sicherheit des Körpers vor Tätern bewahren. Sie können der größte Gewinn eines Systems sein, weil sie großartig in den Arsch treten sind und sich nicht leicht fürchten. Sie können fähig sein, den Überlebenden vor Angriffen von außen zu schützen und Tätern deutlich machen, die Finger vom Überlebenden zu lassen. Es kann in der Therapie auch helfen, ihnen das Herauslassen ihrer Gefühle in Form von Aufschreiben, Bildern und Collagen zu ermöglichen. Obwohl ranghöhere Offiziere innerlich oft sehr von ihren Gefühlen abgetrennt sind, können sie doch beginnen, sich in die anderen unter ihnen einzufühlen, die ihren Schmerz und die Wucht brutaler Straferfahrungen auf sich nahmen. Sie müssen bereit sein anzuerkennen, dass auch sie an einigen Punkten missbraucht wurden, dass sie sich täuschen ließen und benutzt wurden. Bei diesem Prozess hilft es, wenn es gelingt, die jüngste Abspaltung zu finden, aus der sie abgespalten wurden. Mit Zeit und guter innerer Kommunikation, und auch mit Geduld sowohl vom Therapeuten wie auch vom Überlebenden, können Militärabspaltungen zum stärksten Verbündeten werden, um kultfrei zu leben. Kapitel 8 CIA, Regierungs- und Gelehrsamkeitsprogrammierung. CIA-Programmierung. Einige Systeme werden innere CIA-Programmierung haben. Einige in früheren Kapiteln erwähnte Methoden,
wie Gehirnwellenprogrammierung und Farbenkodierung wurden teilweise durch die Finanzierung von der CIA in den 1950er und 1960er entwickelt. Militärische Geheimdienstoffiziere arbeiten in Langley, Virginia und benutzten diese Regierungsgelder, um Forschungen an menschlichen Subjekten durchzuführen. Die berichteten Trainern überall in den USA und Europa über das, was sie erlernten. CIA-Programmierung kann Abspaltungen in einem System einbeziehen, welche in zwei verschiedenen Techniken trainiert wurden, nämlich erstens ein Ziel zu finden und zweitens das Ziel zu studieren, ohne entdeckt zu werden. Das Endresultat, dem Opfer nachzustellen, kann eine sexuelle Aufgabe mit der Zielperson haben oder innere Personen können einbezogen sein, ein Attentat auf ein Ziel zu verüben. Das sind komplexe Programmierungsfolgen und sie sind mit periodischer Verstärkung über Jahre des Trainings eingeführt worden. Abspaltungen können trainiert werden, um ihre Umwelt hyperbewusst wahrzunehmen und um Unterhaltungen, die geflüstert werden, mitzuhören. Inneren Rekordern wird beigebracht, diese Unterhaltungen zu downloaden, genau wie andere Informationen. Fotografische Erinnerung ist besonders entwickelt, da die Person hypnotisiert wurde oder in einen Delta-Zustand gebracht wurde, um Informationen zum Trainer oder zu CIA-Mitarbeitern zu downloaden. Dem Überlebenden mit CIA-Programmierung wurde extensiv Drop-a-Tag beigebracht, jemanden aufspüren, ihm folgen und ihn observieren. Dieses Training wird in früher Kindheit begonnen und aufgebaut, wenn das Kind älter wird. Sie werden oft in einen neutralfarbigen Trainingsraum gebracht. Sie können unter Drogen gesetzt oder hypnotisiert werden, gewöhnlich eine Kombination von beiden. Ihnen werden Trainingsfilme gezeigt, wo zu sehen ist, wie CIA-Mitarbeiter arbeiten. Ihnen wird gesagt, dass sie etwas Besonderes oder auserwählt sind, einer von 1000, der einzigste ist, der diese spezielle Arbeit tun kann. Ihnen wird gesagt, dass sie Geheimagenten für die CIA sein werden. Das junge Kind hat keine Ahnung, was die CIA ist, konzentriert sich auf die Tatsache, dass es auserwählt wurde, weil es etwas Besonderes ist, gebraucht wird und begierig darauf ist, zu gefallen. Das Kind wird zu einer Dinnerparty mitgenommen oder ein Drama wird inszeniert von Trainer. Dort gibt es auf der Party eine Gruppe, die zwischen 10 und 16 Leuten zählt. Hinterher wird das Kind ausführlich von Trainer befragt. Wer saß wo? Was haben sie angehabt? Wie war ihre Augenfarbe? Ihr Haar? Was sagten sie? Das Kind wird für richtige Antworten gelobt, jedoch bestraft und geschockt, wenn es unfähig ist, sich an Details zu erinnern. Das wird gemacht, um die natürliche fotografische Erinnerung zu verstärken und hilft dem Kind, Details aufzuzeichnen. Die nächsten Male werden die Fähigkeiten des Kindes besser sein, da es Bestrafung vermeiden will. In der nächsten Stufe des Trainings wird das Kind gefragt, ob es bemerkt und herausfindet, wer die wichtigste Person in dem Raum ist. Warum? Ihnen werden Körperbewegungen beigebracht und Angewohnheiten, die nonverbale Anhaltspunkte verraten. Dem Kind kann gelehrt werden, sich wichtigen Erwachsenen anzunähern oder einem bestimmten Ziel, der Erste im Rollenspiel und später im richtigen Leben zu sein, und sie können dazu gebracht werden, in harmlosen Unterhaltungen auf der Suche nach Informationen Anhaltspunkte zu bekommen. Ihnen kann beigebracht werden, unschuldig verführerisch zu sein, und sie werden auch dementsprechend dafür angekleidet sein. Ihnen wird häufig beigebracht, das Ziel zu ködern und anzulocken, um Umgang mit ihm zu haben. Einem älteren Jugendlichen oder Erwachsenen wird ebenso beigebracht, nicht nur Zielpersonen ins Bett zu locken, sondern sie auch später nach dem Geschlechtsverkehr oder im Schlaf zu töten, wenn sie Attentatsziele sind. Ihnen wird gelehrt, die persönlichen Sachen der Zielperson durchzusehen, um an Informationen zu gelangen, die der Trainer oder Kultführer braucht. Oft, vor der Anweisung eines Attentates, werden dem Kultmitglied die Gründe eingebläut. Warum das Töten des Opfers ein Dienst an der Menschheit ist. Sie werden belogen und es wird ihnen erzählt, dass das ein Anführer eines Pornoringes ist, ein Kinderschänder oder ein brutaler Verbrecher. Das wird den natürlichen Ärger gegen die Person anstacheln und ihn motivieren, während es seine natürliche moralische Abneigung und Schuld, einen Menschen zu töten, zu überwinden hilft. Vorschläge: CIA-Programmierung wird die Anwendung von hochentwickelter Technologie enthalten, um seine Effektivität zu verstärken, und kann schwer gebrochen werden. Es kann den Menschen, der in Isolationsbehältern traumatisiert wird, einbeziehen, dieses wird auch bei Gehirnwellenprogrammierung gemacht. Es kann Sinnesentzug, Sinnesüberlastung, Isolierung und Schlafentzug enthalten. Es kann das Hören stundenlanger sich wiederholender Bänder mit Kopfhörern enthalten. Das Subjekt wird geschockt oder hart bestraft, wenn es versucht, die Kopfhörer abzusetzen. Sie werden hypnotisiert, gequält, verschiedenen Drogenkombinationen unterworfen,
sie werden harmonischen Tönen ausgesetzt, oft auf einem Ohr oder auf dem anderen. Sie werden blitzenden Lichtern ausgesetzt, die einen Anfall verursachen können, und Abspaltungen werden programmiert, um Anfälle zu verursachen, wenn das Subjekt versucht, die Programmierung zu durchbrechen. Ihnen werden Hochgeschwindigkeitsfilme gezeigt mit verschiedenen Spuren, eine für das linke Auge und die andere für das rechte Auge, um Geistesspaltung oder trennendes Denken zu verstärken. Der Überlebende und der Therapeut müssen langsam arbeiten, um die Effekte dieses Traumas rückgängig zu machen. Die Person wird sich langsam und sorgfältig damit abfinden müssen, wie die Programmierung gemacht wurde. Sie muss ihre eigenen Zugangscodes lernen, das wird auch bei Gehirnwellen und anderen hochentwickelten Programmierungstechniken Wirklichkeit werden. Sie wird mit den traumatisierten inneren Abspaltungen und Fragmenten kommunizieren müssen und diese wissen lassen müssen, wie sie benutzt werden. Sie wird den jungen Abspaltungen helfen müssen, die gespalten wurden, um ein System zu schaffen und die oft die schlimmsten Traumas durchmachten. Die Trauer um den Missbrauch, das Trauma, die methodische Berechnung und die wissenschaftlichen Methoden, die benutzt wurden, um diese Programmierung zu installieren, wird Zeit kosten. Gefühle zulassen, auch Wut sicher zuzulassen, wird wichtig sein. Die Überlebenden können Angst haben vor starken Gefühlen und werden besonders Ärger und Wut fürchten, da sie solche Gefühle mit Töten, Schlagen oder der Ermordung anderer verbunden haben. Erlauben, dass sich die Gefühle langsam und vorsichtig ausdrücken. Sich bewusst sein, dass wahrscheinlich mörderische und selbstmörderische Gefühle hochkommen, ist wichtig. Wenn es Bedenken über die Fähigkeit gibt, äußeres Handeln zu kontrollieren, kann der Patient in einer sicheren Einrichtung stationär behandelt werden, die sich mit Bewusstseinskontrolle und Kultprogrammierung versteht. Sie werden fürchten, erklärte Geisteskranke zu sein, da die Programmierer ihnen erzählten, dass sie so genannt werden und für immer eingesperrt werden. Die schlimmste Sache, die ein Therapeut oder Krankenhaus in so einer Situation machen kann, ist, mit diesen Ängsten zu spielen und die Person als geisteskrank zu erklären. Ständige Unterstützung in der Realität, Grundübungen, langsames, sorgfältiges Ablassen von Wut und Gefühlen von Verrat, immer wieder verstärken, dass der Überlebende sich erinnern kann und nicht geisteskrank wird oder stirbt, Glauben an und Bestätigen des Überlebenden, alles das ist wichtig. Die Überlebenden können unsicheres Verhalten haben, doch das ist nicht psychotisch, vielmehr die natürliche Reaktion auf extremes Trauma. Die Überlebenden müssen das einsehen und dass sie ihre Auswirkungen mit Zeit und guter Therapie überwinden können. Sie werden Hoffnung brauchen sowie ein gutes System, das sie unterstützt. Regierungsprogrammierung. Regierungsprogrammierung wird die Personen einbeziehen, die trainiert wurden, um Führungspositionen oder Verwaltungspositionen in der Regierung zu besetzen. Sie können trainiert sein, um in Verbindung mit anderen in Regierungen zu sein, entweder lokal, national oder international. Das festgesetzte Ziel der Illuminaten ist, zu unterwandern und schließlich den Sturz aller großen Regierungen in der Welt zu verursachen. Regierungsleuten wird beigebracht, dieses zu tun durch Unterwandern lokaler politischer Parteien, um die Führung lokal und national zu bekommen, für Oberhäupter zu arbeiten, wie Verwalter, Finanzberater, welche Regierungskämpfe finanzieren und die Personen unterstützen, die mit den Illuminaten sympathisieren, oder durch Einschleusen ihrer Personen, um Gewinne zu machen, politisches Chaos und Unzufriedenheit zu schaffen, mit Leuten, die in Meinungsverschiedenheiten trainiert sind. Die Leute, die für Regierungsprogrammierung ausgesucht wurden, sind gewöhnlich hochintelligent mit angeborenem Charme oder Charisma. Sie sind auch geschickte Menschenmanipulierer. Diese Fähigkeiten können durch Programmierung verstärkt sein und bestärken die Personen, eine Persönlichkeit zu projizieren, die Menschen zu ihnen heranzieht. Auch im Finanzenwesen werden sie umfangreich geschult. Diese Programmierung wird folgendermaßen vollbracht: Die Person wird hypnotisiert, entweder Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Es wird gewöhnlich in der späten Kindheit mit passenden Kandidaten angefangen und schließt auch tiefe Trance mit Drogen ein. Die Person wird geschockt, dann erklärt der Trainer ihr, dass sie etwas sehr Besonderes für die Illuminaten ist und einer der Leute sein wird, die die Weltgeschichte verändern wird. Ihr wird gesagt, dass sie mit Reichtum belohnt wird, mit Popularität und Macht, wenn sie die Agenda des Kultes verwirklicht. Ihr wird gesagt und gezeigt, wie die Bestrafung für Ungehorsamkeit ist. Ihr werden Trainingsfilme über die Regierung gezeigt, wie sie in nationalen und internationalen Angelegenheiten arbeitet. Sie wird sich mit Speziallehrern treffen, die sie für die inneren politischen Arbeiten der Gruppe trainiert, die sie unterwandern wollen, einschließlich deren Machtstruktur und Stärken und Schwächen von Schlüsselfiguren. Sie wird einige Sprachen erlernen, die für die Situation notwendig sind. Sie wird zur Universität gehen oder jedes Training und jede Ausbildung bekommen, das nötig ist für die Glaubwürdigkeit. Sie wird besondere Ausbildung erhalten, um dieses, wenn nötig, zu finanzieren.
Ihr wird Gelegenheit gegeben, um ihre Fähigkeiten der Unterwanderung, der Informationssammlung, der Manipulierung von Menschen und des Taktierens zu praktizieren, zuerst theoretisch und später in realen Situationen. Wenn es nötig ist, die Medien zu kontrollieren, wird sie die Methoden lernen, das zu tun. Sie wird während der ganzen Karriere umfassende Unterstützung und Training erhalten. Vorschläge: Regierungsprogrammierung ist ziemlich vielschichtig, da sie mit den natürlichen Fähigkeiten der Personen in Einklang gebracht wird. Sie sind nicht fähig, sich selbst leicht von dieser Rolle zu trennen, die sie spielen, und fühlen oftmals nur, dass sie akzeptiert werden, wenn sie ihren Job machen. Sie können schwer glauben, dass ihre Karriere, Freundschaften, Hochzeit und Kontakte für die meiste Zeit ihres Lebens geheim durch den Kult geführt wurden. Diese Teile können sich beleidigend, verratend oder wütend anfühlen, wenn diese Wahrheit zuschlägt. Sie finden es auch schwierig, ihr Manipulationsgeschick nicht zu benutzen, um den Schmerz zu dämpfen, den die Wahrheit mit sich bringen kann. Die Person und die Abspaltungen, die diese Art von Programmierung durchmachten, haben eine Menge zu verlieren, wenn sie ihre Rollen und Persönlichkeiten aufgeben, und sie müssen die Kosten zusammenrechnen und müssen die Schwierigkeiten, dieses zu tun, anerkennen. Sie müssen trauern darüber, dass sie benutzt wurden, und über die falsche Auslegung von Wahrheit, an die sie ihr ganzes Leben lang glaubten. Hören auf andere innere Anteile und Anerkennung der Realität des Kultmissbrauchs werden wichtige Schritte beim Ausbrechen sein. Unterstützung bei einer neuen Karriere im täglichen Leben der Person wird genauso helfen, ein zerbrochenes Selbstbildnis wiederherzustellen. Gelehrsamkeitstraining. Die Illuminaten verehren Gelehrsamkeit, besonders mündliches Brauchtum. Kinder mit guten Erinnerungen und angeborener Intelligenz können besonderem Training auf dem Gebiet der Gelehrsamkeit unterzogen werden. Dieses schließt Lernen unter Trauma ein in Anerkennung ihrer Fähigkeiten. Das bedeutet auch Bestrafung oder geschockt werden für schlechte Leistung. Eines der Hauptgebiete von Gelehrsamkeit enthält unter anderem mündliches Brauchtum, Geschichte der Illuminaten, besonders der spezielle Zweig des Kindes, Einprägen des Stammbaumes. Lernen und flüssiges Beherrschen von vielen Sprachen, moderne und alte, unter anderem Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Arabisch, Latein, Griechisch, Hebräisch, ägyptische Hieroglyphen, altes Babylonisch, altes Chaldäisch und Keilschrift. Einige verehrte alte Texte sind in sehr alten Sprachen geschrieben, und bestimmte Zeremonien können Rituale enthalten, wo diese Sprachen gesprochen werden. Lernen alter und neuzeitlicher Geschichte und Meister werden bei der Planung von Rollenspielen und Dramatisierungen. Lernen, anderen die obigen Fähigkeiten beizubringen. Vom Kind, das Meister der Gelehrsamkeit wird, wird auch erwartet, dass es ein erfahrener Lehrer wird und umgekehrt das Wissen anderen weitergibt. Sie werden ihre Lehren sowohl im Klassenraum als auch in individuellen Sitzungen praktizieren. Vorschläge: Gelehrsamkeitsprogrammierung wird Abspaltungen einbeziehen, die sehr treu zum Kult sind, da sie glauben, sie wären verwandt mit einer langen ununterbrochenen Reihe von Leuten seit frühester Geschichte. Sie werden oft in Kultphilosophie vertieft sein und haben zahlreiche esoterische Bände gelesen, die davon handeln. Appellieren an Logik, Intellekt, einen offenen Geist und das Diskutieren des Für und Wider des Verlassens des Kultes mit ihnen wird oft die besten Resultate erzielen. Sie verachten offene Konflikte und bevorzugen lieber das Ansprechen intellektueller Fragen. Sie sind erfahrene Debattierer und ziemlich wortgewandt. Sie bitten, Bücher über das Loskommen vom Kult zu lesen, und sie bitten, sich hinzusetzen, und auf die traumatisierten Abspaltungen in ihrem und anderen inneren Systemen zu hören wird ihnen oft helfen, die Entscheidung zu treffen, ihre Loyalitäten umzuwandeln. Obwohl sie in falschen Ideologien und Doktrinen vertieft sind sie häufig geneigt, intellektuell aufrichtig zu sein. Sie werden beide Seiten eines Problems interpretieren und debattieren und können die Ersten sein, die die Entscheidung treffen, den Kult zu verlassen, sobald sie vom Missbrauch des Kultes überzeugt sind. Kapitel 9: Programmierung verbunden mit Geschichten, Filmen, Trickfilmen oder Rollenspielen. In diesem Kapitel will ich eine besondere Art von Programmierung ansprechen, die bei den Illuminaten allgemein üblich ist. Dabei wird eine Programmierung mit einer Geschichte, einem Film, Trickfilm oder einem Rollenspiel verbunden. Seit vielen Jahrhunderten haben Trainer und Führer der Illuminaten Rollenspiele benutzt, um Kinder zu programmieren und zu verstärken, und es ist bis zum heutigen Tag eine Lieblingslehrmethode. Ein typisch inszeniertes Drama oder Rollenspiel kann eine Reise durch die Zeit zum Inhalt haben. Dem Kind wird erzählt, während es unter Drogen oder hypnotisiert ist, dass die anderen Kinder mit ihm, gewöhnlich wird eine kleine Gruppe zusammen programmiert, auf Zeitreise gehen. Der Trainer oder Lehrer wird von den Kindern als sehr mächtig gesehen, weil sie oder er sie so wunderbar durch die Zeit transportiert.
Sie betreten einen anderen Raum, wo sich Leute in geschichtlichen Garderoben aus eben der Epoche aufhalten, die von den Kindern gesehen werden soll. Alles ist historisch genau und gut recherchiert. Ein Beispiel: Wenn die Kinder das alte Rom besichtigen sollen, werden sie in ein Zimmer gelangen, in dem sich der Senat befinden wird, wo die Charaktere Togas tragen. Sie werden untereinander in altem Latein sprechen und debattieren. Caesar oder ein anderer König wird den Senatsraum betreten. Römische Sitten für ein Szenarium wie dieses werden während des ganzen Rollenspiels durchgehalten. Ein Zweck dieser Spielszenen ist, dass den Kindern gesagt wird, dass sie hinter die Kulissen der Geschichte sehen dürfen. Es wird die Illuminaten-Agenda dargestellt und die Kinder sehen, dass so berühmte Gestalten der Geschichte eigentlich Illuminaten waren. Dies soll ihre besondere Bedeutung und den historischen Hintergrund der Gruppe verstärken. Es fördert auch ihre Sprachesbildung, da die Szenen im mittelalterlichen England oder dem französischen Gerichtshof von Louis XIV. Und so weiter spielen können. Die Szenen werden auch eine Moral enthalten, die auf die Programmierungen aufbaut, die die Kinder zuvor erfahren haben. Vielleicht werden sie in dem französischen Gericht sehen, wie ein Verräter hingerichtet wird. Oder ein unwürdiger Senator, der versucht, seinen König zu verraten, wird erstochen. Dem Kind kann eine Rolle im Schauspiel zugedacht werden, wie das Überbringen einer geheimen Botschaft an den König oder die Königin, um die Kurierprogrammierung zu verstärken. Das Kind glaubt wirklich, dass es in die Vergangenheit gereist und Teil des Prozesses ist, Geschichte zu schreiben. Im technologischen Zeitalter sind auch die Programmiermethoden weiterentwickelt und wissenschaftlicher geworden. Bevor Fernsehen oder Kinofilme das Leben prägten, baute sich die Programmierung oft um ein berühmtes Märchen oder eine Legende auf, die laut von einem Trainer vorgelesen wurde, während der zweite Trainer mit dem Kind arbeitete. Eine gute, wohlklingende Stimme ist für den Leser notwendig. Dem Kind wurde die Erzählung vorgelesen und unter Hypnose und Trauma gesagt, dass es eine der Charaktere in der Erzählung ist. Ihm wurde die wahre Bedeutung der Erzählung erklärt, seine geheime Bedeutung, und gesagt, dass wann auch immer es die Erzählung hört, es sich immer daran erinnert, was sie wirklich bedeutet. Heute werden beim Programmieren häufig Kinofilme und Videos benutzt. Bevorzugte Titel sind unter anderem Walt Disney-Filme, Disney war Illuminat, besonders Fantasie, Schneewittchen, Die kleine Meerjungfrau, Cinderella, Aschenputtel, Die Schöne und das Biest, Der Zauberer von Oz. Sowohl Bücher und als auch Filme werden verwendet. Einige Filme, die Illuminatenthemen verkörpern, können benutzt werden. E.T. und Krieg der Sterne wurden in den letzten Jahren benutzt. Wie Skriptprogrammierung gemacht wird. Der Trainer führt dem Kind einen Film vor. Dem Kind wird gesagt, dass es später nach dem Gesehenen gefragt wird. Damit wird das Kind veranlasst, das fotografische Gedächtnis beim Zuschauen zu benutzen. Der Trainer kann dem Kind eine redigierte kürzere Version des Filmes zeigen, mit Teilen des Ganzen, oder kann dem Kind eine kurze Szene vom Film zeigen. Nachdem es den Film oder die Szene angeschaut hat, erhält das Kind Entspannungsdrogen, wird dann gefragt, woran es sich erinnert. Wenn es sich nicht an die Dinge nicht erinnern kann, die der Trainer für wichtig hält, bekommt es Elektroschocks und wird gezwungen, die Szenen wiederholt anzusehen und sich zu erinnern. Wenn das Kind sich an alle Teile erinnern kann, wird der Trainer ihm sagen, dass es einer der Charaktere ist. Das Kind kann zuvor schwer traumatisiert werden und eine leere Innenperson erschaffen, um der erwünschte Charakter zu sein. Das Erste, was der neue Splitter sieht, ist eine Aufzeichnung des Filmes oder der Szene. Dies ist sein erstes Gedächtnis. Der Trainer verbindet dann die Szene mit der Ideologie der Illuminaten. Er wird dem Kind die geheime Bedeutung aus dem Film lehren und ihm vorgaukeln, eines der wenigen Erleuchteten zu sein, die die wahre Bedeutung verstehen können. Die Skriptprogrammierung wird oft mit anderen Programmierungen verknüpft, denen das Kind auch unterzogen wird. Militärische Programmierung kann mit Krieg der Sterne verbunden sein. Totale Erinnerungsprogrammierung kann mit Data in Star Trek verbunden sein. Computerprogrammierung kann mit HAL in 2001 A Space Odyssey verbunden sein, innere Labyrinthprogrammierung kann verbunden sein mit dem Film Labyrinth. Die Möglichkeiten sind vielfältig und werden sowohl vom Kind als auch vom Trainer abhängen, entsprechend der Richtung, welche die Skriptprogrammierung nehmen soll. Musik aus dem Film oder der Szene wird als Auslöser verwendet, um auf die Programmierung innen zugreifen zu können oder diese Persönlichkeiten nach vorn zu rufen. Vorschläge: Skriptprogrammierung ist oft von massivster Traumatisierung begleitet, um die gewünschten unbeschriebenen Blätter, die noch leeren Abspaltungen, zu erschaffen. Die Programmierung erfolgt mit wiederholten Elektroschocks, Folter, Drogen und Hypnosen.
Die inneren Abspaltungen, die durch diese Programmierung gegangen sind oft sehr stark von der äußeren Realität getrennt und glauben, dass sie Teile einer Handlung sind. Sie können Dorothy aus dem Zauberer von Oz beim Suchen der Smaragdstadt sein oder die Vollendung der Illuminatenherrschaft auf der Erde. Sie können ein Computer sein oder eine Datenbank. Realitätsorientierung ist sehr wichtig. Erlauben Sie diesen Anteilen, eine sichere Außenrealität zu erleben und sich selber zu erkennen als wirklichen Teil eines Mannes oder einer Frau. In einem Spiegel zu blicken kann helfen, wenn Sie dazu bereit sind. Erfahrene Helfer zu haben, die täglich Lebenserinnerungen mit Ihnen teilen, verschafft Ihnen Halt. Zuerst werden Sie sehr überrascht, sogar empört oder feindlich gegenüber dem Ansinnen sein, dass Sie nicht der Charakter sind. Sie werden glauben, dass die Therapeutin ein Trainer ist oder Teil der Handlung ist, da dies die einzige Realität ist, die Sie gekannt haben. Notwendig ist, geduldig sein und unterstützen, immer wieder die Realität darstellen, vermehrte Kommunikation mit anderen inneren Abspaltungen, um sich schließlich über die heftige Menge von Tricks und Betrug klar zu werden, die Sie erlebten. Mit Zeit und Geduld werden diese Teile bereit sein, ihre alten, einstudierten Rollen aufzugeben und Teil der gegenwärtigen Realität der Person zu werden. Kapitel 10, der 6. Schritt von Disziplin, Verrat, Zwillinge, innere Mauern, Strukturen, Geometrie. Dieses Kapitel wird den 6. Schritt der Disziplin der Illuminaten ansprechen. Verratsprogrammierung. Die Verratsprogrammierung beginnt im Säuglingsalter, wird im Alter von 6 bis 7 Jahren gefestigt und geht bis ins Erwachsenenalter weiter. Der 6. Schritt kann wie folgt zusammengefasst werden: Verrat ist das größte Gut. Die Illuminaten lehren dies ihren Kindern als ein sehr wichtiges geistiges Prinzip. Sie idealisieren Verrat als den wahren Sinn des Menschen. Der aufgeweckte Schüler lernt dies schnell und lernt, damit zu manipulieren. Das Kind erlernt dieses Prinzip durchgängig von Trainingssitzung zu Trainingssitzung. Das Kind findet sich in Situationen, wo ein freundlicher Erwachsener das Kind in Sitzung für Sitzung immer wieder befreit und dadurch sein Vertrauen erwirbt. Für das Kind sieht der Erwachsene wie ein Retter aus, der in schlimmen Momenten interveniert und es mehrere Male schützt. Nach Monaten oder sogar einem Jahr von wachsender Bindung wird sich eines Tages in einem Training das Kind an diesen Erwachsenen um Hilfe wenden. In diesem Augenblick wendet er sich jedoch ab, verspottet das Kind und beginnt, es zu missbrauchen. Dies setzt die Programmierung in Gang: Erwachsene werden Kinder und andere Erwachsene immer verraten. Eine andere Trainingssession hindurch werden Zwillingsbindungen einbezogen, die hier besondere Erwähnung verdienen. Die Illuminaten schaffen oft Zwillingsbeziehungen in ihren Kindern. Ideal wäre für sie, ein wirkliches Zwillingspaar zu haben, aber das ist natürlich nicht immer möglich. So darf das Kind mit einem anderen Kind aus dem Kult von frühester Kindheit an spielen und mit ihm sehr vertraut werden. Irgendwann erzählt man dem Kind, das andere Kind sei eigentlich ihr Zwilling und dass sie bei der Geburt getrennt wurden. Es wird gesagt, das sei ein großes Geheimnis und darf niemanden bei Strafe verraten werden. Das Kind, oft einsam und isoliert, ist überglücklich. Es hat einen Zwilling, jemand, der von Geburt an eine besondere Verbindung zu ihm hat. Die Kinder tun alles zusammen. Sie werden zusammen unterrichtet, erhalten zusammen Militärausbildung. Sie teilen einander Geheimnisse mit. Sie sind häufig auch tagsüber Freunde. Sie lernen, alles miteinander zu teilen, als wenn sie wirkliche Geschwister wären. Doch zu einem bestimmten Zeitpunkt werden sie gezwungen werden, einander weh zu tun. Wenn ein Zwilling für entbehrlich gehalten wird, wird in einer Sitzung das eine Kind gezwungen, das andere sterben zu sehen. Es mag ein Zwilling vom anderen Geheimnisse erfahren haben und man zwingt sie, es zuerst dem Trainer oder Kultführer zu verraten und dann das andere Kind zu töten. Ein Zwilling kann gezwungen werden, das andere zu schlagen oder zu verletzen. Lehnt es ab, wird es vom Trainer brutal misshandelt werden und gesagt bekommen, dass es wegen seiner Weigerung bestraft wurde. Viele Trainings werden so aufgebaut sein, dass ein Zwilling aufgrund heftiger Programmierung gezwungen wird, den anderen zu verraten, sich gegen das andere Kind zu wenden. Dieser herbeigeführte Verrat wird sich verheerend auf beide Kinder auswirken und sie werden zu der Erkenntnis kommen: Vertraue niemandem. Verrate, oder du wirst verraten werden. Die Kinder bekommen auch Erwachsenenrollenmodelle an die Hand, da der Kult eine sehr politische, hierarchische und hinterhältige Dolchstoßgesellschaft ist. Erwachsene verraten einander immer wieder, übervorteilen andere, um selber aufzusteigen. Die Kinder werden sehen, wie Erwachsene bewundert werden, weil sie andere unter ihnen verrieten, damit sie versagen. Die Kinder werden schnell lernen, die Erwachsenen nachzuahmen, und sowohl Erwachsene als auch Kinder können eine wirklich zynische menschliche Natur erlangen.
Sie erleben es in seiner schlimmsten Form, sei es in den Ausbildungen, an der Rohheit von einem Befehlsoffizier im Militär oder der Heuchelei und Hinterhältigkeit vor und nach Ritualen. Sie verinnerlichen so die Erkenntnis: Spiele das Spiel oder du gehst unter. Sogar die jüngsten Kinder lernen sehr früh, andere meisterhaft zu manipulieren, während die Erwachsenen darüber lachen, wie schnell sie die Erwachsenen Methoden lernen. Menschenmanipulation wird im Kult für eine hohe Kunst gehalten und jene, die es am besten beherrschen, haben Erfolg. Vorschläge: Verratsprogrammierung kann gänzlich das Vertrauen der Überlebenden in außenstehende Menschen zerstören. Es wird einem Therapeuten eine lange Zeit kosten, das Vertrauen der Überlebenden zu erwerben. Dies sind Leute, denen immer wieder gelehrt wurde, dass jemandes Geheimnisse zu kennen zu harten Strafen führt. Innere kleine Abspaltungen werden zuerst äußerst vorsichtig sein, dass der Therapeut nicht bloß ein anderer Trainer ist, der eines Tages Aha ruft und sie verrät, wenn sie beginnen zu vertrauen. Dieses Vertrauensgebäude braucht Zeit und Geduld und muss von Sitzung zu Sitzung verdient werden, indem der Therapeut Vertrauenswürdigkeit und Nichtmissbräuchlichkeit beweist. Lebende werden Therapeuten immer wieder prüfen, ob sie wirklich so sind, wie sie vorgeben zu sein. Dies ist ein normaler Teil des Therapieprozesses. Überlebende können sogar die Therapie schmeißen oder Hilfe von außen ablehnen, da wahre Hilfeanbietung sie aus der Fassung bringt. Sie können beispielsweise vor dem Verlassen des Kultes mit ihrer Weltsicht und ihren Erfahrungen im absoluten Widerspruch stehen. Sowohl dem Überlebenden als auch dem Therapeuten muss klar werden, dass ein gewisses Maß an Misstrauen gesund ist, bei dem, was der Überlebende erlebt hat. Es kann lebensrettend sein und vor Zugriffen von außen schützen. Beachten Sie diesen Punkt, wenn Sie der Überlebende immer wieder prüft. Der Überlebende kann versuchen, Kontakt zu Personen zu bekommen, die vielleicht bis an die Grenze von Paranoia verraten wurden. Er kann sie darum bitten, den Therapeuten oder Hilfsperson zu beobachten und zu beurteilen. Seien Sie sich bewusst, dass Sie übervorsichtig sein können, bei dem, was Sie durchmachten. Helfen, diese Teile an der äußeren Realität zu orientieren und besonders positive Erfahrungen von ein wenig Vertrauen zu vermitteln und nicht verletzend sein, wird helfen, dieses rückgängig zu machen. Der Überlebende kann Konfusion und innere Konflikte erleben, wenn er eine Welt erfährt, wo Vertrauen möglich ist. Die Sehnsucht nach sicherer Vertrautheit, der niemals entsprochen worden ist, kann zu zweierlei führen: totales Zurückziehen oder hohe Abhängigkeit vom Therapeuten und zu schnelles Zutrauen. Setzen natürlicher Grenzen, solange die Bedürfnisse anerkannt werden, wird den Überlebenden in diesem Zustand helfen. Eine andere Art von Programmierung betrifft die bewusste Schaffung von inneren Strukturen innerhalb des Kultmitglieds. Innere Strukturen, Tempel, Augen, Spiegel, Karusselle etc. Die Illuminatentrainer versuchen, innere Strukturen innerhalb der Persönlichkeitssysteme der Person zu schaffen. Warum? Sie glauben, dass dies zu größerer Stabilität führt. Es gibt in Abspaltungen und Fragmenten auch einen Ort, an dem sie sich innerlich aufhalten können und schafft somit einen einfacheren Weg, sie aufzurufen. Wenn ein Fragment in ZB mit einer Helix indiziert ist, weiß der Trainer, wie man sie leichter lokalisieren kann. Innere Strukturen werden sich sehr nach dem Trainer, der Gruppe, der Region der USA oder Europa und den Zielen für das Individuum unterscheiden. Übliche innere Strukturen sind unter anderem Tempel. Diese sind oft Grundgottheiten der Illuminaten gewidmet und spirituelle Abspaltungen werden sich hier versammeln. Es können richtige Tempel sein, freimaurerische oder private, die das Opfer besichtigt haben kann. Der Tempel von Moloch wird aus schwarzem Stein mit einem brennenden Feuer innen geschaffen. Das allsehende Auge des Horus. Eine der weltweit am meisten verbreiteten Strukturen in einem Illuminatensystem. Horus ist eine Gottheit, die von den Illuminaten verehrt wird, und das innere allsehende Auge stellt die Tatsache dar, dass der Kult immer sehen kann, was das Individuum tut. Es kann auch Zeichen dafür sein, dass man Horus in einer hohen Zeremonie gewidmet wurde. Das Auge kann geschlossen oder offen sein, je nach dem Status des Systems in dieser Zeit. Dieses Auge kann auch verbunden sein mit ständiger dämonischer Überwachung der Aktivitäten der Person, und zwar zu jeder Zeit. Pyramiden. Die Illuminaten verehren den alten ägyptischen Symbolismus, besonders mystische Religion und die Lehren des Tempel von Set. Pyramiden stehen innerlich sowohl für Stabilität, ein Dreieck oder Pyramide bedeuten Kraft und Stabilität, als auch für einen Anrufungsplatz für Dämonen. Pyramiden, Dreiecke und die Zahl 3 stellen in der Illuminatenphilosophie die Anrufung des Dämonischen dar. Sonne repräsentiert den Sonnengott Ra. Geometrische Figuren. Konfigurationen von Kreisen, Dreiecken, Pentagonen und so weiter.
Geometrische Muster gelten als heilig und basieren auf alter Philosophie. Es kann hunderte überlappender Muster in einem Raster in komplexen Systemen geben, die jeweils Fragmenten als Hülle dienen können. Raster. Diese können einfach sein, wie Würfel mit Mustern auf ihnen, Reihen von Kuben, oder komplexer wie Helixe, Doppelhelixe, Spiralen. Jeder Trainer hat Favoriten, einfache, mittlere und komplexe, je nach dem Kind und seiner Fähigkeit, zu erinnern und auswendig zu lernen. Säulen. Griechische, dorische und ionische Säulen. Oft enthalten sie zeitlose Programmierungen mit einem Portal zwischen zwei Säulen. Computer. Komplexe, sehr gespaltene Systeme mit Abspaltungen und Fragmenten innerhalb eines Rechnersystems. Roboter. Kann in älteren Systemen auftauchen. Kristalle. Edelsteine, multifacettierte Kugeln, in spirituellen Systemen benutzt, um okkulte Mächte zu verstärken. Abspaltungen und Fragmente können sich auf den Facetten einer großen Kugel versammeln. Spiegel. Werden benutzt, um innen andere Programmierungsfolgen, innere Zwillingsbindungen und Verzerrung von Realitätsprogrammierung zu verstärken, kann Schattensysteme von funktionellen Systemen erschaffen, kann auch dämonische Programmierung einsperren. Karusselle, Kreisel. Werden benutzt in einigen Programmierungsfolgen, um Abspaltungen zu verwirren, oft verbunden mit Herumschleudern. Innere Konfusionsprogrammierung kann benutzt werden, um innere Abspaltungen zu bestrafen. Sie werden auf den Kreisel herumgedreht, wenn sie reden. Kartenhaus. Dies können einfache Karten eines Kartenspieles sein oder eine komplexe innere Struktur aus Hunderten von Karten. Domino-Programmierung ist ähnlich, alle Karten berühren einander und wenn Personen versuchen, das Programm zu demontieren, fällt das Haus zusammen. Blackboxen. Selbstverletzungs- und Zerstörungsprogramme sind in einer Blackbox verschlossen, um das System zu schützen, sollte ohne sorgfältige Vorbereitung und guter Therapie nicht geöffnet werden. Spinnennetze. Stehen für vernetzte Programmierungen mit einer Spinne, innerer Programmierer, die kontinuierlich das Netz weiter webt und innere Programmierung und Strafen verstärkt. Das Netz kommuniziert auch mit anderen Systemebenen, auch können dämonische Verflechtungen eingesponnen sein. Innere Schulungsräume. Werden benutzt zur Bestrafung interner Abspaltungen, sie werden äußeren Schulungsräumen nachgebildet sein, in denen die Person gewesen ist. Innenwände. Diese werden oft sehr große Erinnerungssperren darstellen. Die Wände können sehr dick, undurchlässig oder halbdurchlässig sein. Eine typische Verwendung für Wände ist, hohe Stufen von Erinnerungssperre zwischen der Vorderseite, tägliches Leben, amnesischen Abspaltungen und Rückseite, im Kult aktiven Abspaltungen, zu bewahren. Die Rückseitigen können in der Lage sein, selektiv hinüberzusehen oder die Wand zu überschreiten, aber die Vorderseite wird sich vollkommen unbewusst sein, dass es eine Wand gibt oder was dahinter liegt. Siegel. Üblicherweise in einer Gruppe von 6 oder 7 vorhanden, stellen dämonische Versiegelung dar und können Zerstörungsprogrammierung verdecken, können auch für die Rolle oder Rangfolge innerhalb des Kultes in einer neuen Hierarchie stehen. Dies sind einige übliche Programmierungsstrukturen. Natürlich gibt es viele andere Arten von verwendeten inneren Strukturen und die Zahl und Art werden nur von den kreativen Fähigkeiten des Trainers und dem Überlebenden beschränkt. Alle Strukturen werden auf ähnliche Weise implementiert. Unter Drogen, Hypnose und Elektroschock wird die Person traumatisiert und in ein tiefes Trance-Stadium versetzt. In der tiefen Trance wird ihr befohlen, ihre Augen aufzumachen und anzusehen, entweder ein geplantes Bild der Struktur, ein 3D-Modell von ihm oder ein holographisches Bild, wozu ein Virtual Reality Headset benutzt wird. Das Bild wird unter Elektroschock eingeprägt und dem Sehzentrum näher und näher gebracht. Es kann gedreht werden, wenn es eine Grafik oder ein 3D-Bild ist. Ihr kann unter tiefer Hypnose gesagt werden, dass sie, die Abspaltung, die programmiert wird, den Tempel oder die Pyramide betritt und zukünftig in der Struktur, Kiste, Kartenhaus wohnen wird. Dies wird auch benutzt, um Amnesie und Isolationsprogrammierung innerlich zu verstärken, da die Struktur dazu verwendet wird, um Wände zu verstärken zwischen diesen Abspaltungen und anderen inneren Abspaltungen und Fragmenten. Vorschläge. Wenn der Überlebende innere Strukturen findet, sollte er sich zuallererst darüber klar werden, warum sie dort sind. Welchem Zweck dienen sie? Gedächtnis, Verlust zu verstärken. Isolation? Spirituelle Programmierung? Strafe. Gefährliche Programmierungsfolgen festzuhalten? Dies ist wichtig, da einige Strukturen, wie Innenwände oder Barrieren, nicht nur vom Kult geschaffen wurden,
sondern ebenso vom Überlebenden selbst als ein Mittel zur Verstärkung des inneren Schutzes errichtet sein können. Vielleicht wird der Überlebende innere Strukturen nicht zu schnell demontieren, ohne ihren Zweck zu kennen und was sie beinhalten. Sowohl die Überlebende als auch der Therapeut werden langsam vorangehen müssen. Ein erster Schritt ist, zu erfahren, wie die Strukturen hineingelegt wurden und welche Abspaltungen mit der Struktur verbunden sind. Langsame und sorgfältige Vorbereitung mit einer Menge Systemkooperation sind nötig, um sich manche Strukturen anzusehen. Dies kann erst nach Jahren umfassender Therapie geschehen. Jeder Überlebende wird sein eigenes Tempo haben. Wenn eine innere Mauer erkannt ist, sollte sie sehr langsam, Ziegelstein für Ziegelstein, abgetragen werden oder zunächst in Teilen halbdurchsichtig gemacht werden. Im Trainingsraum kann die Ausstattung abgeschaltet und demontiert werden, er kann in ein sicheres Zimmer umwandelt werden durch neue Farben und Ausstattung mit Spielzeugen und anderen sicheren Gegenständen. Innere Computer können langsam beginnen, sich klar zu werden, dass sie menschlich sind und allmählich menschliche Merkmale annehmen. Überlebende können ihre Kreativität benutzen, um mit der Hilfe ihrer Therapeuten zurückzugewinnen und rückgängig zu machen, was ihnen angetan wurde. Kapitel 11 – Suizidprogrammierung. Ich habe beschlossen, ein ganzes Kapitel über Suizidprogrammierung zu schreiben, weil sie oftmals die gefährlichste Programmierung ist, mit der Überlebende während des Heilungsprozesses rechnen muss. Alle Überlebenden der Illuminaten haben Suizidprogrammierung als System. Schutz. Ich hebe dies hervor, um nochmals die Wichtigkeit guter Therapie und eines starken Hilfssystems für den Überlebenden zu betonen. Die Illuminaten sind sich im Klaren darüber, dass Individuen in ihrer Gruppe mit der Zeit vielleicht anfangen, sich zu fragen, was sie eigentlich tun. Oder sie identifizieren sich nicht mehr mit ihrer Rolle. Sie können sogar wünschen, die Gruppe zu verlassen oder versuchen, ihre eigene Programmierung zu demontieren. Die Trainer sind sich dieser Möglichkeit sehr bewusst und werden deshalb immer Suizidalität programmieren. Die Suizidalität oder Suizidprogrammierung kann ein oder mehrere innere Systeme betreffen. Sie kann in mehr als einem System hinterlegt sein. Von frühester Kindheit an sind Überlebende konditioniert, eher zu sterben als Abschied von ihrer Familie, der Illuminatengruppe, zu nehmen. Dies ist der Kern, die Grundlage der Suizidprogrammierung. Sie ist unmittelbar mit der Treue zur jeweiligen Familie oder Gruppe verknüpft. Zur Erinnerung, dies ist eine generationsübergreifende Gruppe und zu gehen kann bedeuten, Kontakt zu den jeweiligen Eltern, Ehegatten, Geschwistern, Tanten, Onkeln, Cousinen und Kindern, und auch zu nahen Freunden aufzugeben. Diese Leute werden alles versuchen, mit dem Überlebenden in Verbindung zu treten, um ihn in den Kult zurückzuziehen. Sie werden fragen, liebst du uns nicht mehr, oder sie werden ihn sogar anklagen und feindlich reagieren, wenn der Überlebende nicht wie gewünscht antwortet. Sie werden ihm sagen, er sei verrückt, habe den Verstand verloren, seine Familie liebe ihn und sei niemals Teil eines Kultes gewesen. Die Angehörigen werden selber völlig amnesisch sein, außer wenn etwas geschieht, was ihre eigenen Erinnerungen hervorruft. Eine der häufigsten Suizidprogrammsequenzen ist die Komm zurück oder stirb Programmierung. Ein Angehöriger kann sie aktivieren, indem er dem Überlebenden sagt, seine Familie würde ihn vermissen und möchte ihn sehen. Wenn der Überlebende dem Wunsch nicht nachkommt, beginnt die Programmierung zu laufen. Sie kann nur durch ein Codewort des Trainers der Person oder einer Kultkontaktperson deaktiviert werden. Dies stellt die Rückkehr sicher. Wenn der Überlebende versucht, diese Programmierung zu brechen, wird er unbedingt sowohl innere als auch äußere Hilfe für seine Sicherheit benötigen. Die Klinik muss sich mit Programmierung und auch Suizidalität gut auskennen, da die inneren Abspaltungen anfangen werden zu kämpfen, wenn die Person versucht, die Programmierung zu brechen. Sie sind programmiert worden, Selbstmord zu begehen, das System zu zerstören oder zumindest streng zu bestrafen. Sie haben Angst vor den Auswirkungen, falls sie nicht gehorchen. Für den Überlebenden ist es wichtig, diese inneren Abspaltungen zu kennen und er muss sie beruhigen und ihnen versichern, dass sie nicht länger ihre Aufgaben tun müssen. Zeitgesteuerte Suizidprogrammierung ist ein weiterer Typ. Ein Kontakt mit einem Familienmitglied ist hier nicht erforderlich, um das Programm zu aktivieren. Vielmehr wird es automatisch nach einer gewissen Zeit ohne Kultkontakt aktiviert. Kontrollabspaltungen oder Strafabspaltungen sind programmiert worden, Selbstmord zu begehen, wenn eine gewisse Frist ohne Kontakt zum Trainer vergangen ist. Ihnen wurde gesagt, die einzige Weise dies zu verhindern, ist, wieder Kontakt zu dem Trainer zu haben, der einen Befehlscode kennt, das Programm anzuhalten. Die Zeitspanne kann irgendwo zwischen 3 und 9 Monaten liegen. Das ist bei jedem System unterschiedlich.
Rückrufprogrammierung kann diesen Typ als Hintergrund haben, um sicherzustellen, dass ihm Folge geleistet wird. Systemüberlagerungsprogrammierung ist eine besonders komplexe Form der Suizidprogrammierung, bei der mehrere innere Systeme, bis zu 6 gleichzeitig, programmiert werden, das Programm simultan zu starten. Dies benötigt immer einen Klinikaufenthalt für die Sicherheit des Überlebenden. Ehre-Unehre-Programmierung ist in militärischen Systemen üblich. Den militärischen Teilen wird erzählt, dass ein ehrenvoller und mutiger Soldat sich lieber das Leben nehmen wird, als Geheimnisse zu verraten oder seine Einheit zu verlassen. Schweigeprogrammierung ist oft durch Suizidprogrammierung verstärkt. Zugangverweigerungsprogrammierung, die unbefugten Zugang sowohl von außen wie auch von intern verhindern soll, ist oft von Suizidal- und/oder Mordprogrammierung verstärkt worden. Fast jede Suizidprogrammierung wurde installiert, um entweder Gehorsamkeit zum Kult zu sichern, regelmäßige Rückkehr sicherzustellen oder das Opfer oder eine äußere Person davon abzuhalten, auf das innere System der Person ohne Erlaubnis zuzugreifen, die richtigen Zugangscodes zu verwenden, die die Trainer sehr sorgfältig am Anfang jeder Sitzung benutzen. Sie wird häufig eine Therapie blockieren, weil der Überlebende fürchtet zu sterben, wenn sie seine innere Welt oder seine Geschichte aufdeckt. Vorschläge: Zuerst müssen sowohl der Überlebende als auch der Therapeut herausfinden, welche Suizidprogrammierung vorliegt. Dass es eine gibt, kann man wetten. Es ist wichtig, durch innere Kommunikation herauszufinden, welche Abspaltungen und Fragmente mit Suizidprogrammierung behaftet sind. Während man an Suizidprogrammierungen arbeitet, ist äußere Sicherheit, entweder durch stationären Klinikaufenthalt oder eine äußere Vertrauensperson, von immenser Wichtigkeit, denn diese Programmierung treibt den Überlebenden zu selbstverletzendem Verhalten oder zurück zum Kult. Bevor sich Therapeut und Überlebender mit Suizidprogrammierung befassen, müssen sie eine gute innere Systemkommunikation eingeführt haben. Dies ist äußerst wichtig, da der Überlebende interne Zusammenarbeit zum Enttarnen der Suizidalität benötigen wird. Es hilft, den inneren Abspaltungen zu vermitteln, dass sie nicht mehr ihre Aufgabe tun müssen, dass sie sich ändern können, helfen können. Es trägt erheblich zur Realitätsorientierung bei, sie wissen zu lassen, dass auch sie sterben, wenn sie den Körper töten. Viele Male wurde diesen Teilen vermittelt, dass sie selbst nicht sterben, wenn sie ihre Aufgaben tun, das heißt, dass sie die Wahrheit hören müssen. Für den Therapeuten ist es eine Hilfe bei der Entkräftung der Programme, wenn Kontrollabspaltungen und solche mit Hoheitsaufgaben ihn unterstützen. Aber seien Sie sich bewusst, dass einige innere Selbstmordsequenzen vorhanden sind, die sogar Kontrollabspaltungen nicht demontieren können. Es wird auch enorm helfen, einen inneren Sicherheitsschuss zu schaffen, dessen Hauptaufgabe es ist, die Körpersicherheit zu wahren und Hilfe zu holen, wenn ein Suizidprogramm anläuft, bevor Außenhandlungen stattfinden. Wenn der Überlebende Vertrauen zu seinem Therapeuten entwickelt und den Wert des Lebens realisiert, ein Leben, das viel besser ist als jemals vorher, wird er leichter um Hilfe bitten, falls er suizidal werden sollte. Im Überlebenden kann sich aber auch Verzweiflung breit machen. Diese Verzweiflung kann vom Kult benutzt worden sein, um Suizidprogrammierung ablaufen zu lassen, aber sie ist nicht selbst ein Programm. Ein sehr junger Kernsplitter mag sehr viel von den Verzweiflungsgefühlen, der Hoffnungslosigkeit, Fehlen von Liebe und Verlangen zu sterben auf sich genommen haben, mit welchen das Kind in einer furchtbar missbräuchlichen Atmosphäre aufwuchs. Das ist keine Programmierung, jedoch sind es wahre Gefühle und es ist wichtig, diese Gefühle von der Programmierung zu trennen. Wenn tiefe Verzweiflung bei einer Abspaltung auftritt, kann sie auch berichten, dass sie ausgebildet wurde, sich nicht zu töten oder aufzugeben. Die Trainer machen dies, um Selbstmord zu verhindern, wenn Verzweiflung in sehr frühen Jahren das Kind zu überwältigen droht. Die Erfahrenen, die Helfer und Beschützer des Überlebenden müssen gemeinsam mithelfen, diesen Teil des Kernes zu heilen. Den riesigen Schmerz, den das junge Kind erlitt, zu überwinden, ist sehr schwer und qualvoll. Hoffnungslosigkeit stellt sich ein. Es kann helfen, wenn Abspaltungen mit besseren Erinnerungen versuchen, diese mit den sehr jungen Anteilen zu teilen. Äußere Unterstützung und Liebe können auch einen großen Unterschied machen. Die Heilung von dem riesigen Schmerz, der von diesen Kernsplittern gehalten wird, braucht eine lange Zeit und sollte nicht überstürzt werden. Antidepressiva können helfen, da die Depression an allen Systemen Anteil hat. Hoffnungsvolle Nachrichten, neue und positive Erfahrungen können alle bei der Arbeit des Überlebenden bei dieser Art von Programmierung helfen, sowie auch Aufschreiben, Gedichte und bildliches Darstellen der Gefühle. Zeit, Geduld, Unterstützung, die Fähigkeit, Gefühle in einer schonenden Weise und in körperlicher Sicherheit zuzulassen, werden benötigt. All das wird hilfreich sein, wenn der Überlebende sich durch diese Aufgaben durcharbeitet. Kapitel 12:
Vermeidung von Rückfälligkeit des Überlebenden. Dies ist bei weitem eines der wichtigsten Kapitel, die ich in diesem Buch geschrieben habe. Warum? Deprogrammierung kann nicht dauerhaft erfolgreich sein, wenn die Person noch in Kontakt zum Missbrecher ist. Überlebende werden einen Schritt nach vorn machen, um sich dann innerlich niedergeschlagen wiederzufinden. Die schwierige Arbeit in der Therapie wird zurückgeworfen oder rückgängig gemacht. Sie und Ihr Therapeut werden erkennen, dass es sabotierende innere Abspaltungen gibt. Ganze Systeme können stillgelegt werden. Ein vorhandenes Kindersystem kann herauskommen. Störer und Verwirrer werden die Therapiesitzungen beherrschen und Blockierer werden sie verhindern. Es gibt keine umfassende Methode, die mögliche Rückkehr in den Kult absolut zu verhindern. Was ich beschreiben werde, sind einige der üblichen Wege, wie Kult und Trainer versuchen, auf Individuen wieder zuzugreifen, sowie einige Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Der Kult hat ein begründetes Interesse, seine Mitglieder zu halten. Immerhin haben sie seit Generationen erklärt, dass Aussteiger sterben, getötet werden oder psychotisch werden. Es macht sie richtig unglücklich, jemanden gehen zu sehen, der lebendig und wirklich nicht psychotisch ist. Es lässt auch bei ihren resistentären Mitgliedern Zweifel an der Wahrheit der Drohungen aufkommen, wenn sie jemanden aussteigen sehen. Das Aussteigen eines Mitglieds kann die Programmierungen in anderen Mitgliedern aufweichen. Besonders Trainer hassen es, irgendjemanden gehen zu lassen und knirschen wegen diesen Problems nachts mit den Zähnen. Dass Leute den Kult verlassen, wird für einen Ausbildungsmisserfolg gehalten und die Trainer können streng bestraft werden. So hat sich der Kult gewisse Methoden ausgedacht, um seine Mitglieder an sich zu binden, ob freiwillig oder unter Zwang. Dazu gehören unter anderem IT. Nach Hause telefonieren, Telefonprogrammierung. Das Individuum hat Persönlichkeitsanteile, deren einzige Aufgabe es ist, den Trainer oder Kultführer anzurufen und zu berichten. Dies sind oft junge Kindesabspaltungen, die eifrig um Aufmerksamkeit und Zuwendung bemüht sind und für die Anrufe auch belohnt werden. Jeder Überlebende, der den Kult verlassen will, muss sich mit dem Drang zum Telefonieren befassen, seine Missbrecher anzurufen, seine Freunde anzurufen, die in der Gruppe sind, seine Eltern, Geschwister, Cousinen oder Tanten anzurufen. Dieser Drang kann manchmal überwältigend sein, und, am schlimmsten, der Überlebende kann gänzlich amnesisch zur Tatsache sein, dass die Leute, die er anruft, Kultmitglieder sind, die ihn mit Codes drängen zurückzukommen. Die üblichen verwendeten Phrasen sind: Deine Familie liebt dich, vermisst dich, braucht dich, der oder die ist krank und will dich sehen, du bist etwas Besonderes für uns, du bist so wertvoll, du musst uns besuchen kommen, warum bist du so weit weg, warum haben wir so lange nichts von dir gehört? Die Liste ist endlos. Süße, liebenswürdige Phrasen mit doppelten Bedeutungen, die während der Ausbildungen in die Person gestellt wurden. Trainer sind nicht dumm und wissen, dass wenn sie Kultmitgliedern sagen, komm zu dem Ritual, das um Mitternacht nächste Woche stattfindet, der Überlebende Bescheid wissen würde und ebenso erkennen würde, dass er solche Dinge nicht erfindet. Deshalb verstecken sie Codenachrichten hinter harmlosen Phrasen wie oben beschrieben. Solche und andere Nachrichten lösen das Rückkehrprogramm aus. Bei Rückkehrprogrammierung, alle Illuminaten-Mitglieder haben Rückkehrprogrammierung, ohne Ausnahme, hat die Person Anteile, deren einzige Aufgabe es ist, Kontakt zu ihrem Trainer, Kontaktperson oder Kultführer zu halten. Diese Teile werden unter Drogen, Hypnose, Elektroschock und Folter programmiert, um wieder Kontakt herzustellen. Das Individuum wird sich ruhelos, schwach, weinerlich und ängstlich fühlen, wenn es versucht, diese Programmierung zu brechen. Oft besteht eine Verbindung zur Suizidprogrammierung oder es ist ein Teil von dieser, siehe das vorherige Kapitel. Es kann zu PTSD-Symptomen kommen oder sogar Überflutungsprogramme und innere Selbstbestrafung auslösen, wenn sie diese Programmierung innerlich bekämpfen. Geschwister sind oft verkreuzt programmiert, um aufeinander mit besonderen Codes zuzugreifen. Erinnerst du dich, als kann dies initiieren? Ich liebe dich. Oder deine Familie liebt dich, kann auch benutzt werden. Die Phrasen werden je nach den Familienmitgliedern der Person und dem Hintergrund individuell sein. Gewisse Kleidung oder getragener Schmuck können ein kulttreues System des Überlebenden, wie etwa ein farbenkodiertes System oder Juwelsystem, nach oben ziehen. Die Auslöserperson muss körperlich der Person ähnlich sehen, welcher das Individuum während der Programmierungsfolge eingegeben wurde, um ein ungewolltes Herauskommen von Abspaltungen zu verhindern, wenn irgendjemand zum Beispiel eine Rubinnadel trägt. Diese Art von kodiertem Hinweis basiert auf der Wiedererkennung der auf bestimmte Art und Weise getragenen Kleiderfarbe oder des Schmuckstückes. Anrufe von beteiligten Familienmitgliedern,
Freunden und Kultmitgliedern werden die Telefonleitung und den Anrufbeantworter des Überlebenden überschwemmen, besonders während Vorbereitungsphasen auf bestimmte Ereignisse. Anrufe, bei denen sofort aufgelegt wird, 3 oder 6 nacheinander, oder Anrufe, wo eine Serie von Tönen zu hören ist, kann als Zeichen benutzt werden, um das Individuum zurückzurufen und innere Programmierungen zu starten. Geburtstags-, Urlaubs- oder Wir vermissen dich Karten oder Briefe mit eingebetteten Auslösercodes können geschickt werden. Blumen mit einer bestimmten Anzahl von Blumen oder Farbe können gesandt werden. Gänseblümchen können diese Programmierung innen auslösen. Die Möglichkeiten sind fast unendlich, je nach Trainer, der Gruppe, in der die Person war und den Leuten, mit denen sie am meisten im Kult zu tun hatte. Besondere Trainings werden abgehalten, um Codewörter und Zeichen in die Programmierung des Systems einzubauen. Wenn alles nichts hilft, wird es mit Feindseligkeit versucht. Sie liebt uns nicht, wird man hören, selbst wenn der Überlebende immer wieder gezeigt hat, dass er sich sorgt. Zu Kultmitgliedern gezogene Grenzen werden als Mangel an Sorge oder Zurückziehen missinterpretiert. Anklagen, Vorwürfe, Zorn und auch Manipulation werden als Krücke benutzt, um Schuldgefühle zu erzeugen. Isolationsprogrammierung kann aktiviert werden, wenn das kulttreue System im Überlebenden an Bedeutung verliert und er die schwierige Aufgabe angeht, gesunde, ihm entsprechende Beziehungen außerhalb des Kultes zu entwickeln. Oft wird zunächst der Therapeut der Wegbegleiter und einzige Stütze des Überlebenden sein. Das Individuum kann leicht in eine co-abhängigen Beziehungen fallen oder Beziehungen zu anderen Überlebenden aufnehmen, um die Leere in seinem Leben zu füllen. Im schlimmsten Fall, verzweifelt, da er sich verlassen und isoliert fühlt, geht er eine Freundschaft mit der ersten liebenswürdigen Person ein, die er trifft. Diese Person könnte kultgesteuert sein, gesandt, um eine Freundschaft schnell zu initiieren. Überlebende sollten auf der Hut vor sofortigen Freundschaften oder schnellen Bindungen mit anderen sein. Die meisten guten Beziehungen brauchen Zeit und Anstrengung. Vorschläge. Eine der schwierigsten Aufgaben, aber für die Sicherheit wichtigste Weisheit, wird es für ein gänzlich amnesisches System sein, herauszufinden, wer ihre Missbräucher wirklich sind. Es wird zunächst unglaublich erscheinen, wenn in der Therapie bisher unbekannte Teile zu sprechen beginnen und aufdecken, dass geliebte oder zumindest tolerierte Familienmitglieder im Kult sind. Diesen Teilen zu glauben und sie anzuhören, wird für die Sicherheit entscheidend sein. Beschützer sind wichtig für die Sicherheit des Überlebenden, besonders wenn sie bereit sind, Kulttreue aufzugeben und bei der persönlichen Sicherheit zu helfen. Äußere Verantwortlichkeit von sicheren Personen ist äußerst wichtig. Das Problem ist, dass Überlebende von Illuminaten oft ihr ganzes Leben von einem Netzwerk aus anderen Kultmitgliedern umgeben waren. Es ist ihnen oft unbekannt, dass ihre nächsten Freunde und Familienmitglieder Teil der Gruppe sind. Erinnerungsverlust stellt die größte Gefahr für den Überlebenden in den Anfangsstadien dar, weil er Leuten vertrauen wird, bevor er sich erinnert, dass diese unsicher sind. Ein Überlebender mag sich erinnern, dass der Vater ihn zu Ritualen mitnahm und glauben, dass seine Mutter oder Großmutter unbeteiligt sind. Erst später in der Therapie erinnert er sich, dass Mutter oder Oma eigentlich ihre Trainer waren, weil die schmerzhaftesten Erinnerungen dazu neigen, später zu kommen. Der Überlebende mag sich nur an rituellen Missbrauch in früher Kindheit erinnern und glauben, dass man ihn ab einem gewissen Alter gehen ließ. Dies ist äußerst selten, da die Gruppe jahrelange Anstrengung unternommen hat, ihn auszubilden. Fast nie wird man in Generationsfamilien jemand einfach gehen lassen. Aber sie können falsche oder Deckerinnerungen eingepflanzt bekommen haben, um den Überlebenden und den Therapeuten besonders in der Therapie zu verwirren. Der Patient muss inneren Anteilen zuhören und glauben, die mehr Auskunft geben können als er und entsprechende Schritte gehen, um sicher zu sein. Dies erfordert wahrscheinlich, den Kontakt mit Tätern, Täterinnen an diesem Punkt zu unterbinden. Nochmals, äußere Verantwortlichkeit ist von größter Bedeutung. Geschützte Einrichtungen, ein Frauenhaus oder eine sichere Familie aus der Kirchengemeinde können Alternativen sein. Eine Entführung kommt oft in diesen Szenarien vor, wenn der Überlebende allein und verwundbar ist. Sichere Zimmergenossen können helfen, die Sicherheit des Überlebenden zu bewahren. Das Telefon im Kofferraum des Autos einzusperren kann helfen, wenn die Telefonprogrammierung sehr intensiv ist. Dies gibt dem Überlebenden die Möglichkeit aufzuwachen oder Telefonanrufe zu stoppen, bevor eine Abspaltung nach außen kommt. Den Autoschlüssel finden, Licht einschalten, nach draußen gehen, den Kofferraum aufmachen, das Telefon hereinholen und es wieder anschließen, bevor er einen Anruf machen kann. Der Aufbau eines Hilfesystems durch sichere Helfergruppen, ein guter Therapeut, Kirche oder Arbeit können auch helfen. Wann immer möglich, sollte ein Umzug fort von der Stadt oder dem Umfeld,
wo der Überlebende aktiv im Kult war, in Betracht gezogen werden. Warum? Erinnern Sie sich, das ganze Netzwerk der Kultmitglieder befand sich in ihrer alten Umgebung. Die Trainer oder Familienmitglieder haben Zeit und Anstrengung in den Überlebenden investiert und haben ein großes Interesse an seiner Rückkehr. Wenn der Überlebende sich weit genug fortbewegt, wird eine Kultgruppe in der neuen Stadt oder Land ihn auch nicht kennen und keine länger laufende Geschichte mit ihm haben. Dies kann mithelfen, zusammen mit guter Therapie und einem sicheren Helfernetzwerk, die Möglichkeiten von Rückrufen und Rückkehr in den Kult zu vermindern. Der Überlebende muss sowieso sein Hilfesystem umbauen, weshalb also nicht so weit wie möglich fort von den Leuten, die ihn kannten und die ihnen wehtun könnten. Es kann den Überlebenden extrem triggern, wenn er seinen alten Trainer auf der Straße entgegenkommen sieht und innere Abspaltungen können dadurch destabilisiert werden oder sich gefährdet fühlen. Dies ist ein Grund, warum Entfernung gut ist. Aber Achtung! Auch wenn der Überlebende umzieht, wird er sehr darauf achten müssen, gleichzeitig die innere Rückrufprogrammierung zu sperren, oder es kann schnell wieder auf ihn zugegriffen werden. Die Trainer übermitteln häufig die Systemcodes und Systemraster der Person über das Internet an Kultgruppen in der neuen Stadt und werden versuchen, jemanden, der körperlich dem Trainer oder einem Familienmitglied ähnlich sieht, zum Überlebenden zu schicken, um Kontakt mit ihm herzustellen. Innere Kommunikation und die inneren Abspaltungen wissen lassen, dass sie ihre Aufgaben verändern können, wird helfen. Innere Reporter dafür belohnen, dass sie alte Allianzen aufgeben und nun die Sicherheit des Überlebenden unterstützen. Der Kult belohnte sie normalerweise für ihre Aufgabe, jetzt kann der Überlebende sie für den Jobwechsel belohnen. Das Entwickeln neuer Interessen, Arbeit oder Hobbys können dem Überlebenden helfen, neue, sichere Leute zu treffen. Vielleicht will der Überlebende sein Freundschaftsgeschick in Helfergruppen praktizieren, solange er von verantwortungsvollen, sicheren Therapeuten betreut wird. Sei dir im Klaren, dass Feiertage oft wichtige Termine für das erneute Zugreifen sind. Es gibt Kalender mit den wichtigsten Feiertagen von SRA-Gruppen. Auch Geburtstage sind Termine, an denen vom Individuum Rückkehr erwartet wird. Diese Termine können in Programmierungen enthalten sein. Vielleicht muss eine Rückrufprogrammierung, wo der Person ein bestimmtes Datum oder Feiertag gegeben wird, um zum Kult zurückzukommen oder bestraft zu werden, ebenso gebrochen werden. Erlaube den Abspaltungen, die durch die Programmierung gingen, ihre Erinnerungen gemeinsam zu nutzen, erkenne deren Bedürfnisse an und versuche den Wünschen und Bedürfnissen in gesunden Wegen zu entsprechen. Dies gehört zur Heilung. Der Überlebende muss einen Zeitraum von Trauer und Heimweh wegen des Verlustes von Familienmitgliedern und Freunden im Kult durchstehen. Egal wie missbräuchlich, wie ungeliebt sie waren, es kann sehr schwer sein, mit Tätern zu brechen, besonders wenn sie die einzigen nahestehenden Leute des Überlebenden waren. Der Überlebende muss die Schwierigkeit anerkennen, sich eine neue gesunde kultfreie Helfergruppe zu schaffen. Die Überlebende muss einsehen, dass es Zeit kosten wird, neue Fähigkeiten zu erlernen und gesunde Freundschaften zu entwickeln. Eine oft von Überlebenden aufgeworfene Frage ist: Wie viel erzähle ich anderen über meine Vergangenheit? Dies ist eine individuelle Entscheidung, die Überlebender und Therapeut gemeinsam treffen müssen. Ganz allgemein ist Vorsicht beim Mitteilen am besten, denn wenn man zu viel über die Vergangenheit des Überlebenden erzählt, kann es die falschen Leute anlocken. Diese Leute können damit möglicherweise nicht umgehen oder es sind vielleicht Kultmitglieder. Es ist üblicherweise am besten, neu anzufangen. Es ist meistens am besten, zunächst kultfreie Freundschaften auf gesunden Grundlagen zu schließen und sehr allmählich kleine Stücke von Informationen mitzuteilen, wenn die Freundschaft fortschreitet und Erzählen möglich wird. Mit der Zeit und bei Gelegenheit wird der Überlebende die Bedeutung von entsprechenden Grenzen lernen und gesündere Beziehungen in seinem Leben wollen. Kapitel 13: Schadenprogrammierung, innere Räte, Menschenexperimente, Funktionscodes. Teile dieses Kapitels können stark triggern. Wenn du ein Überlebender bist, lies bitte mit Vorsicht und nur im Beisein eines Therapeuten. Schadenprogrammierung. Schadenprogrammierung ist eine Art Programmierung, die dazu benutzt wird, um eine äußere Schade oder Maske zu erschaffen, durch die andere Abspaltungen von innen hindurch sprechen können. Sie dient dazu, die Multiplizität der Person vor der Außenwelt zu verbergen. Sie funktioniert äußerst gut bei sehr stark fragmentierten Systemen und auch bei einer Person mit besonders hohem Grad von Spaltungsfähigkeit. Wie es gemacht wird: Bei der Schadenprogrammierung verwendet der Trainer oft eine durchsichtige Plastik- oder Glasmaske und stellt sie vor der Person auf. Sie wird extrem traumatisiert, geschockt und mit Drogen betäubt und der Trainer sagt ihr, den vorderen Abspaltungen, dass sie die Maske sind, die sie sehen.
Ihre Aufgabe sei es, eine Schale oder Stimme zu sein, um die anderen dahinter abzudecken. Diese Teile werden so traumatisiert, dass sie sich wortwörtlich nur wie eine Maske sehen, mit keiner wirklichen Substanz oder Körper. Andere Innenpersonen werden dann zu der Schale gerufen, um deren Stimme zu benutzen, damit ihre eigenen Stimmen versteckt bleiben. Dies erlaubt eine größere Spaltung der Person, die von außen unerkannt bleibt. Innere Anteile lernen, sich durch diese Schale darzustellen. Die Schalenabspaltungen sehen sich selbst immer als klar, durchsichtig und besitzen keine Farbe, sofern es Farbenkodierung in anderen Systemen gibt. Vorschläge: Man muss sich darüber klar werden, dass das System somit ko-repräsentiert ist, obwohl nicht ko-bewusst. Damit ein Schalenprogramm funktioniert, wurden die Maskenabspaltungen angewiesen, Ko-Darstellung mit anderen Abspaltungen im System zuzulassen. Einigen Abspaltungen weiter hinten im System ist nicht immer bewusst, was geschieht, und insbesondere die vordere Alltagsperson hat keine Ahnung, dass durch sie hindurch agiert wird. Anerkennen des Traumas, das sich ereignete, und herausfinden, woher die Schalenfragmente kommen, wird helfen. Es ist ein wichtiger Schritt, die Schalenabspaltungen und die anderen Abspaltungen erkennen zu lassen, dass sie auf solche Weise repräsentiert werden und warum das so ist. Persönlichkeitsanteile von weiter hinten beginnen so vielleicht direkt und nicht mehr durch die Maske zu agieren, und es können jüngere Stimmen, eventuell mit Akzenten oder Dialekten, nach außen durchkommen. Die Person mag multipler erscheinen als vorher. Was eigentlich geschieht, ist, dass Innenpersonen ohne Maskierung erscheinen. Gleichzeitig können die Schalenabspaltungen beschließen, sich andere Aufgaben zu suchen, was mehr Kraft für das Gesamtsystem bedeutet. Jedes einzelne System kann beschließen, was für diese Abspaltungen am besten ist. Innere Räte. Überlebende von Illuminatenprogrammierung besitzen immer eine Art von interner Hierarchie, weil der Kult selbst sehr hierarchisch ist und diese Hierarchie in die Person überträgt. Wie könnte man Treue zur Führerschaft besser einflößen, als sie in den Kopf der Person zu setzen? Auch Trainer sind sehr hierarchiebewusst. Sie wissen, dass ein System ohne Hierarchie und agierende Führer ein Chaos-System wäre. Also werden sie das System der Person nicht ohne innere Führerschaft belassen. Viele Trainer übertragen sich selber in die Person, über die inneren Programmierer oder Trainer. Sie tun dies einerseits, weil sie egoistisch sind, aber auch, weil ein wohlbekanntes Phänomen der menschlichen Natur ausgenutzt wird: Menschen neigen dazu, ihren Missbraucher zu verinnerlichen. Der Überlebende mag entsetzt sein, einen Vertreter ihrer schlimmsten Täter innen in sich zu finden, aber dies war ein Überlebensmechanismus. Eine Tendenz menschlichen Verhaltens ist es oft, jemanden weniger zu bestrafen, der einem ähnlich ist. Ein brutaler Nazi wird wenig wahrscheinlich einen anderen brutalen Nazi bestrafen, aber er wird auf eine schwache, weinende Person heruntersehen und diese bestrafen. Aus diesem Grund verinnerlicht der Überlebende den rauen Nazi, um zu vermeiden, verletzt zu werden. Der Überlebende kann Akzente und Verhaltensweisen des Täters nachahmen und sogar die Lebensgeschichte des Täters als seine eigene ausgeben. Als ultimative Form von Verinnerlichung werden hierarchische Räte verinnerlicht. Unter Schmerz, Hypnose und Drogen wird erlernt, eine stark dissoziierte Gruppe innen zu kreieren, um die anderen zu führen. Diese wird oft aus Kernsplittern erschaffen, weil die Trainer äußerst stabil ausgebildete, starke Abspaltungen im System haben wollen. Es können Triaden mit je 3 Weisen sein. Platins können einen Führungsstab von 3 haben. In vielen Systemen haben Juwelen eine Triade, um über die anderen zu herrschen, bestehend aus je einem Rubin, Smaragd und Diamanten. Selbstverständlich kann es auch innere Führerschaftsräte, Übersysteme, aufsteigende Meister, einen oberen Rat, Regionalrat, Weltrat und so weiter geben. Die vorhandenen Räte sind in jedem Überlebenden anders. Diese inneren Gruppen werden grob zu der äußeren Gruppe korrelieren. Oft wird das Kind oder der Jugendliche im Alter von 12 Jahren diesen Gruppen in einer formalen Zeremonie vorgestellt. Diese Zeremonie gilt als Ehre und bedeutet für das traumatisierte Kind, die Führerschaft des Rates für den Rest seines Lebens zu akzeptieren. Unsterbliche Treue wird geschworen. Es kann noch andere Gelegenheiten im Leben der Person geben, wo sie gezwungen wird, vor den Räten zu erscheinen, sei es für ein Urteil, um Prüfungen zu bestehen, für Bestrafung oder zu Beförderungen. Diese Räte haben die Macht über Leben und Tod, und das Kind oder der Jugendliche wird alles tun, um ihr Wohlwollen zu erwerben. Das Kind wird sie verinnerlichen. Der Trainer verstärkt die Verinnerlichung durch Fotos oder holographische Bilder, um diese Personen einzubrennen. Jedes Mitglied der Gruppe erhält unterschiedliche Führerschaftsaufgaben.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Überlebende einen Elternteil, beide Eltern oder Großeltern in seiner inneren Führerschaftshierarchie enthält. Auch hohe Priester und Priesterinnen können Positionen herrschender innerer Räte innehaben. Vorschläge: Innere Führungsräte sind oft sehr resistent und feindlich gegen die Therapie, besonders in den Frühstadien. Als Mensch unter ihrem Niveau werden sie gar nicht oder nur abfällig mit dem Therapeuten sprechen. Sie ahmen die hochmutigen, hierarchischen Haltungen nach, denen sie in ihrem ganzen Leben ausgesetzt wurden. Sie haben auch am meisten zu verlieren, wenn der Überlebende den Kult verlässt, und werden diese Entscheidung mit Zähnen und Klauen bekämpfen. Sie sind oft sehr hochnäsige Abspaltungen. Überlebende und Therapeut müssen einsehen, dass diese Anteile ein mächtiges Geltungsbedürfnis haben, dem im Kultgeschehen entsprochen wurde. Das zu ignorieren und mit ihnen zu streiten verstärkt nur ihre Auffassung, dass Therapeuten dumme und unwissende Leute sind. Bestätigen Sie Ihre innere Rolle, während Sie sanft auf die Realität hinweisen. Versuchen Sie, Ihr Engagement darin zu stärken, dem Überlebenden beim Stärkerwerden zu helfen. Besprechen Sie ehrlich die Vor- und Nachteile, den Kult zu verlassen. Es sind hochintelligente Abspaltungen und Sie müssen Ihre Bedenken und Zweifel ausdrücken. Gute Grenzen zu setzen und verbale Attacken auf den Therapeuten nicht zu erlauben ist wichtig. Diese Abspaltungen hatten vor der Therapie, Leute verbal herumzustoßen, und wurden dafür belohnt. Jetzt müssen sie neue Verhaltensweisen lernen und der Prozess kann Zeit kosten. Erlauben Sie ihnen, ihren Zorn, Missfallen und die Angst vorm Verlassen des Kultes herauszulassen. Bieten Sie ihnen neue Aufgaben in der Person an, wie die Leitung von Sicherheitsausschüssen oder sogar Führung von Entscheidungsgremien. Manchmal kann ein System, das vom Kult freigekommen ist und das keine äußere Hierarchie mehr hat, der es rechenschaftspflichtig sind, vorübergehend eine chaotische Zeit erleben. Wir sind frei und müssen nicht mehr tun, was der Kult uns befiehlt. Hunderte von inneren Argumenten können herausbrechen: Wie wollen wir leben? Wo leben wir? Was essen wir? Welche Hobbys wollen wir haben? Jeder will herauskommen, den Tag sehen und dieses neue, freie Leben führen. Aber die Freiheit kann Unausgeglichenheit durch das viele innere Umschalten verursachen. In dieser Phase ist es hilfreich, die innere Hierarchie zu engagieren und eine beschränkte Demokratie mit Grundregeln zu schaffen. Demontieren Sie die innere Hierarchie nicht über Nacht oder die Systeme werden orientierungslos sein. Unterstützen Sie ihre Mithilfe darin, die Wegrichtung des Überlebenden zu gestalten. Nach einem Zeitraum, wenn die Systeme gelernt haben, aufeinander zu hören, Ideen abzustimmen und in die gleiche Richtung zu gehen, werden sich die Dinge beruhigen. Menschenexperimente. Das ist eines der schmerzlichsten Dinge, die sich immer noch bei den heutigen Illuminaten ereignen. Die Illuminaten waren vor Jahren berühmt dafür, wissenschaftlich zu werden und integrierten wissenschaftliche Experimente in ihre Trainingsprinzipien ein. Das ist ein Bereich, wo sie mit anderen, mehr traditionellen Gruppen brachen, welche weiterhin den spirituellen Prinzipien folgten. Die Illuminaten entschieden sich, wissenschaftliche Daten zu nutzen, besonders in den psychiatrischen und Verhaltenswissenschaften, um ihre Trainingspraktiken voranzutreiben. Das wurde öffentlich bekannt während des Zweiten Weltkrieges, als die Welt von den Experimenten an Juden und anderen Gruppen in den Konzentrationslagern erfuhr, jedoch wurden die Menschenexperimente schon Jahre vorher im Geheimen gemacht. Es hörte auch nicht nach dem Ende des Krieges auf. Deutsche Trainer und Wissenschaftler waren in der ganzen Welt verstreut und versteckt, wo sie anderen die Prinzipien, die sie gelernt hatten, weitergaben und die Experimente weiterführten. Einige dieser Experimente wurden mit Regierungsgeldern geführt durch CIA und NSA. Die Illuminaten hatten Leute in diese Organisationen infiltriert, welche die entdeckten Prinzipien anwendeten und sie mit ihren eigenen Trainern teilten. Die Experimente gingen sogar bis zum heutigen Tag weiter. Es wird im Geheimen gemacht, mit der Absicht, hochentwickelte Trainingstechniken zu schaffen und zu verbessern und um Programmierungsfehler oder PFS zu vermeiden, wie das im Kult genannt wird. Vielen Überlebenden, wenn nicht allen, wurde erzählt, dass sie nur ein Experiment sind. Dies kann stimmen oder auch nicht. Die Trainer sagen ihren Opfern gern, dass sie nur Versuche sind, auch wenn sie es nicht sind, und zwar aus mehreren Gründen. Es schafft riesige Angst und Hilflosigkeit im Opfer. Die Furcht ist, wenn dies ein Experiment ist, werde ich wirklich schwer arbeiten müssen, um dies zu überleben. Es wertet die Person sehr ab. Sie wird glauben, dass sie keinen realen Wert als Mensch hat, dass alles, was sie ist, nur ein Experiment ist. Jemand, der sich so abgewertet fühlt, ist alles egal und er wird Dinge tun, die er nicht tun würde, wenn er etwas an Wert, an Menschlichkeit fühlen würde.
Dritter, es gibt dem Trainer zusätzliche Macht, da er derjenige ist, der den Versuch jederzeit beginnen oder beenden kann. Fast immer, wenn der Person gesagt wird, dass sie ein Versuch ist, stimmt es in Wirklichkeit nicht. Wenn Trainer und Kultmitglieder tatsächlich Versuche unternehmen, werden sie es dem Opfer niemals sagen, weil es das Ergebnis beeinflussen könnte. Die Angst könnte ZB. Drogenwirkungen beeinträchtigen und die Ergebnisse verzerren. Die neuesten Kultexperimente gab es auf den Gebieten von Drogenwirkungen. Verschiedene Drogen werden benutzt, einzeln und in neuen Kombinationen und Dosierungen, um Trancezustände herbeizuführen und die Person für das Training zu öffnen. Von Drogen wird erwartet, dass sie die Zeitintervalle verkürzen, die für den herbeigeführten Trancezustand benötigt werden. Sie werden schnell verstoffwechselt und hinterlassen keine feststellbaren Rückstände am nächsten Tag. Verhaltenswissenschaft: Überwachen und Aufzeichnen von Daten verschiedener Umgebungsparameter des menschlichen Verhaltens. Modifizierung der Umgebung. Belobigung und Bestrafung als Motivierer. Isolationstechniken: Aufzeichnen physiologischer und psychologischer Daten von verschiedenen Isolierungsmethoden. Isolierung von Sinnen, wie Hinzunehmen oder Entfernen oder das Kombinieren verschiedener Methoden und die Auswirkungen jeder Methode. Effektivität von virtuellen Realitäten in eingepflanzten Programmierungen, Effektivität von neuen Disks, die erzeugt wurden, um Programmierungen zu installieren. Grafik- und Computerexperten des Kultes arbeiten daran, bessere und effektivere VR-Disks zu erschaffen, die an Kultopfern auf ihre Effektivität getestet werden. Der Kult will immer mehr Standardisierung und den menschlichen Irrtümern und Schwächen in seinen Trainingstechniken weniger Raum lassen. Darum wird zu immer mehr Hightech-Ausstattung und Videos übergegangen. Versuche, die Programmierung zu brechen, verursachte Programmfehler, aufzeichnen, was wirkungsvoll ist und was nicht ist und entwickeln neuer Sequenzen, um Programmierungsfehler zu verhindern. Subjekten wird unter Hypnose befohlen, zu versuchen, verschiedene innere Programmierungssequenzen zu brechen. Diese Methoden und was wirkungsvoll scheint, wird den Trainern mitgeteilt, die dann neue Programme erschaffen, um den Abbau von Programmierungen zu verhindern. Harmonie, Licht, Sinnesentzug und Überstimulierung und die neurologischen und physikalischen Auswirkungen. Neue Kombinationen von Sinnesangaben werden ständig getestet, um zu sehen, wie die dauerhaftesten Ergebnisse erreicht werden. Der Kult versucht ständig, neue, bessere und schnellere Methoden zu finden, um Subjekte zu brechen, Programmierungen einzubauen und Fehler bei Programmierungen zu verhindern. Bei den meisten Forschungen liegt hier der Schwerpunkt. Die Ergebnisse dieser Forschungen werden weltweit ausgetauscht, durch Internet, Telefongespräche und auf internationalen Trainerkonferenzen, wo Trainer weltweit ihre gefundenen Ergebnisse mitteilen. Neue Techniken werden von anderen Gruppen integriert, die darauf brennen, das Entdeckte zu erfahren. Vorschläge: Abspaltungen, die für experimentelle Programmierung benutzt wurden, sind schwer traumatisiert. Sie werden sich abgewertet fühlen, kaum als Mensch, und dies wurde von den Trainern, die mit ihnen arbeiteten, noch extrem verstärkt. Sie werden möglicherweise nicht in anfänglichen Experimenten, wie oben beschrieben, benutzt, aber können bei zweitrangigen Experimenten benutzt werden. Ich will erklären, was diese Begriffe bedeuten. Top-Trainer und Führer führen ein Experiment mit einer neuen Droge ein. Sie lernen, die Dosierungen zu pulverisieren und alle festgestellten Daten von Hunderten von Subjekten aufzuzeichnen. Wenn sie genug Daten haben, werden diese dann für die Benutzung von Trainern in lokalen Gruppen überarbeitet. Sie werden dann immer noch als Experimente angesehen, doch sind sie zweitrangig, anstatt erstrangigen Experimenten. An dieser Stelle wird allen Trainern lokaler Gruppen gesagt, dass sie über jede ungünstige Reaktion zu den Drogen berichten und aufzeichnen und sollen, auch über jede erforderliche Dosierung, etc. Diese Daten werden in Datenbanken gesammelt. Ja, der Kult ist jetzt im Computerzeitalter, im Innern von verschlüsselten Dateien, die dann an eine Zentralbasis gesandt werden in Langley, Virginia. Abspaltungen, die in Versuchen gesteckt haben und denen gesagt wurde, sie seien nur ein Experiment, müssen realisieren, dass sie wertvoll sind. Sie müssen erkennen, dass sie durch heftige Programmierungen gingen und müssen ihre Erfahrungen herauslassen und besprechen dürfen. Ihre Angst, nur ein Experiment gewesen zu sein, muss dementsprechend abgebaut werden. Sie werden böse auf die Entmenschlichung, Zweckverfolgung und Kälte sein, die sie erdulden mussten, und sie haben ein Recht dazu. Sie mögen jetzt über die Auswirkungen der Versuche in ihrem Leben wütend sein und sie müssen die Bekümmerung über Verlust von Körpergefühl herauslassen, den Verlust von Vertrauen zu Menschen, der Sinnlosigkeit von Verrat und Hilflosigkeit, das sie während der Verfahren fühlten. Sie möchten vielleicht schreiben oder Bilder zeichnen von ihren Erfahrungen.
An diesem Punkt ist ein warmherziger Therapeut, der ihnen zuhört und glaubt und nicht herabsetzt, was sie durchstanden, unbezahlbar. Erlaube den inneren Helfern, den Anteilen Halt zu geben, die durch bizarre Sinneserfahrungen gingen. Die Schaffung von inneren Stabilisierungsausschüssen hilft ebenfalls. Eine zusätzliche Unterstützung kann erforderlich werden, wenn man sich mit Erfahrungen und Gefühlen in dieser Intensität befasst. Funktionscodes. Um die für diese besonderen Aufgaben trainierten Fragmente intern zu organisieren, werden die Trainer innerhalb der Systeme des Opfers ein bestimmtes Verfahren wählen. Man spricht von Funktionscodes und es gibt 3 Haupttypen. Befehlscodes. Dies sind irreversible Befehle an der tiefsten, weit verzweigtesten Stelle der Konditionierung. Der erste hinterlegte Befehlscode ist immer der Halt-Befehl, der die Person sofort stoppt, und es ist der erste Code, den jeder neue Trainer lernt. Dieser wird das Subjekt von der Ermordung ihrer Trainer abhalten, wenn sie MK-Ultra oder andere Attentatstrainings innehaben. Andere Befehlscodes enthalten Systemzerstörungscodes, Suizid, Selbstverletzungscodes, Löschcodes und Anti-Selbstmordcodes. Zugangscodes. Dies sind spezielle Codes, oft in Kurznachrichten oder Ziffernfolgen versteckt, die den Zugang ins System der Person erlauben. Ein Trainer beginnt eine Sitzung immer damit, den persönlichen vollständigen Zugangscode der Person zu wiederholen, der den berechtigten Zugang zum System erlaubt, ohne Fallen und innere Beschützer zu aktivieren. Diese Codes können auch vom Erkennen des Aussehens oder der Stimme dessen abhängen, der die Codes in die Person gegeben hat. Mit anderen Worten, das System wird nur auf die Codes reagieren, wenn sie von einer berechtigten Person kommen, wie ZB dem Trainer, der sie erstellte. Damit wird verhindert, dass Unbefugte und anderen Personen außerhalb der lokalen Kultgruppe den Zugang des Überlebenden benutzen. Funktionale Codes. Dies sind die Jobcodes oder Arbeitscodes innerhalb des Systems. Oft werden Codierungen miteinander verbunden, um zusammen eine Aufgabe zu erfüllen. Das sind üblicherweise Buchstaben, wie ein griechischer Buchstabe, kombiniert mit einer numerischen Folge, die dem Standort auf dem inneren Gitter oder in der Landschaft entspricht. Vorschläge. Wenn der Überlebende Funktionscodes oder andere innere Codes hat, hilft es, wenn die verschiedenen Systemkontrolleure diese der Person mitteilen können. Die Person kann dann die Fragmente kennenlernen, ihre Geschichte erfahren und ihnen helfen, sich mit anderen Teilen im Innern zu vereinigen. Es kann helfen, die Schablone zu finden, von dem diese Codes abgespalten wurden und hilft der Schablone zu erkennen, wie sie traumatisiert wurden, um diese Fragmente zu erschaffen. Über Deprogrammierer. Oft trifft man auf selbsternannte Deprogrammierer, die versuchen, diese Codes zu finden und der Person zu helfen. Dies ist eine individuelle Entscheidung jedes Überlebenden und Therapeuten. Es kann ein ausgezeichneter Deprogrammierer sein, aber ich habe immer extreme Vorsicht gespürt und habe mich niemals einem anvertraut, aus 2 Gründen. Erster, ich würde nie und nimmer das Zentrum der Kontrolle einer außenstehenden Person preisgeben. Es würde mich zu sehr an meinen eigenen Missbrauches erinnern und ich glaube, dass der Überlebende in der Therapie so viel Selbstbestimmung wie möglich haben sollte. Zweiter, es gibt keine schnellen Heilungen, Wunder oder Abkürzungen in dem Prozess, die enorme Menge an Missbrauch rückgängig zu machen, die im Zusammenhang mit der Illuminatenprogrammierung vorgekommen ist. Sogar die besten Deprogrammierer geben zu, dass die Person üblicherweise eine Ahnung hat, was geschah, sie aber Jahre an Therapie zu Ende führen muss, damit sie fühlt, was die Programmierung in ihr angerichtet hat. Illuminatenprogrammierung hat Jahre in Anspruch genommen, mit weitreichendem, methodischen Missbrauch und ein realistischer Therapeut wird klar erkennen, dass es Jahre von Geduld, Unterstützung und harter Arbeit sowohl vom Therapeuten als auch dem Überlebenden braucht, um einen ganzen Lebensabschnitt mit Konditionierung und Schmerzen rückgängig zu machen. Das sagt nicht, dass Deprogrammierer Menschen nicht helfen können, es wird berichtet, dass gute und erfahrene Deprogrammierer eine große Hilfe waren. Aber die Person kann den Prozess selber übernehmen und oft ist der Überlebende der beste, innere Deprogrammierer von allen. Er kennt seine Innenleute und was sie motiviert, besser als irgendjemand sonst. Kapitel 14 – Spirituelle Programmierung. Achtung, dieses Kapitel beinhaltet Themen kultischer und christlicher Spiritualität, nicht lesen, wenn diese Themen triggern. Jede Diskussion über Illuminatenprogrammierung wäre nicht vollständig, wenn die spirituelle Programmierung nicht angesprochen würde. Die meisten der bisherigen Kapitel hatten mit wissenschaftlich basierten, organisierten und strukturierten Programmierungen zu tun. Doch die Illuminaten sind in erster Linie keine Wissenschaftler, sondern spirituell. Die Grundlage der Gruppe basiert auf dem Okkulten und es geht ihnen im Wesentlichen darum,
diesen okkulten Glauben in die Systeme ihrer Leute hineinzuquälen. Die Menge an geistiger Programmierung im System einer Person unterscheidet sich von Person zu Person und hängt von der individuellen Gruppe, ihrem religiösen Erbe, dem Glauben des Führers und von den Trainern in der Gruppe ab. Alle Kinder gehen zu Ritualen, denen sie schon vor der Geburt gewidmet werden, sowie auch in Abständen ihr ganzes Leben hindurch. In diesen Ritualen werden dämonische Wesen heraufbeschworen, um die Person zu Dienerschaft, Treue und Geheimhaltung zu zwingen und um auch die vorhandene Programmierung zu verstärken. Trainer rufen dämonische Ebenen während der Programmierungssitzungen hervor. Dies geschieht nach akutem Trauma. Die Person wird gefragt, ob sie mehr Schmerz will, und sie wird immer Nein sagen. Der Trainer bietet ihr dann einen Ausweg an: Wenn sie einen oder mehrere Beschützer akzeptiert, wird ihr nicht mehr wehgetan werden. Die Trainer wollen dies, denn mit diesen Beschützern können sie die Ausbildungen abkürzen. Die Beschützer oder Wächter werden die Programmierung innen verstärken, ohne äußere Hilfe. Dieses Vorhaben mag Menschen unsinnig erscheinen, die nicht an spirituelle Wahrheiten glauben, aber ich beschreibe nur, was die Illuminaten glauben und ihre Trainer praktizieren. Die spirituelle Programmierung umfasst auch, gezwungen zu werden, um sich an Rituale zu erinnern, sowie das Buch der Erleuchtung und andere Bücher, die Kultglauben enthalten, auswendig zu lernen. Die Person wird vom Säuglingsalter an in Unterricht und Ausbildungen mit Kultglauben gesättigt. Sie wird zu Ritualen gehen, wo die Erwachsenen an spiritueller Anbetung teilnehmen, Roben tragen und der besonderen Schutzgottheit der Gruppe Huldigung darbringen. Moloch, Ashtaroth, Baal, Enokim sind Dämonen, die üblicherweise angebetet werden. Das Kind kann einer Opferung zusehen, eine reale oder gespielte, tierische Opfer sind üblich. Das Kind wird gezwungen, an den Opferungen teilzunehmen und muss durch die Bluttaufe gehen. Es wird gezwungen, das Herz oder andere innere Organe aus einem Tier, das geopfert worden ist, herauszunehmen und zu essen. Die Erwachsenen und Führer der Gruppe legen ihre Hände auf den Kopf des Kindes, während es mit Drogen betäubt ist, und rufen dämonische Gestalten hervor. Ein Ritual, das eigentlich eine Programmierung ist das Wiederbelebungsritual. In diesem Ritual ist das Kind schwer betäubt, kann geschockt oder gefoltert werden, bis an den Punkt, dass sein Herz fast stehen bleibt. Der Hauptpriester wird das Kind dann wiederbeleben mit Drogenbenutzung, Reanimation und Beschwörungen. Wenn das Kind zurückkommt und wach ist, wird ihm oder ihr erzählt, dass sie zum Leben zurückgebracht wurde von dem dämonischen Geist, den die Gruppe anbetet und dem das Kind jetzt sein Leben schuldet. Ihm wird gesagt, wenn es jemals etwas verraten sollte oder versuchen, den Dämon loszuwerden, kehrt es sofort in den leblosen Zustand zurück, in dem es vor der Wiederbelebung war. Geistige Heilungen aufgrund des Dämonischen sind ebenfalls üblich. Verletzungen von Folterungen oder Programmierungssitzungen oder sogar von militärischen Ausbildungen verursachte Verletzungen werden fast augenblicklich während der Anbetungen geheilt. Juwelprogrammierung hat oft Dämonen, die den Geistern der Generationsfamilie treu ergebenen sind. Man nennt diese die Familienjuwelen. Die Dämonen bewachen sie und helfen, die sie umgebende Programmierung zu schützen. In gewisser Hinsicht ist jedes Ritual, an dem ein junges Kind teilnimmt, eine heftige Programmierungserfahrung, da das Kind die Erwachsenen beobachtet und deren Verhalten nachahmt. Das Kind wird streng bestraft, sollte es einschlafen, und es wird ihm gesagt, dass die Dämonen es töten werden, wenn es wieder während eines Rituals einschläft. Sie lernen, vollkommen still zu sein, egal wovon sie während der Rituale Zeuge werden. Das Kind wird Dinge sehen, die ausgesprochen unglaublich sind, wie dämonisch verzerrte Gesichter, Channeling, fremde Stimmen aus dem Mund eines Führers, Vorlesungen von Mitgliedern, die von der Zukunft berichten. Die Gruppenführung wird oft von einem starken Geist oder Fürsten beherrscht, der durch sie spricht. Channeling, Mitglieder, die mächtige Geister schannen und überleben können, werden respektiert und ihre Führung ist gefragt. Einige Gruppen werden Schriften negativ auslegen oder das Kind programmieren, christliche Symbole und Theologie zu hassen. Andere Gruppen leiten die amnesische Frontperson zu einem christlichen Lebenswandel an, während sie gleichzeitig die hinteren Abspaltungen zwingen, dies aufzugeben und die Haltung der Frontpersonen zu verhöhnen. Damit vergrößert sich die Spaltung zwischen den zwei Gruppen noch weiter. Den Kultabspaltungen wird erzählt, dass sie mit Aufgabe des Christentums eine unverzeihliche Sünde begangen haben und ihnen niemals vergeben werden kann. Es werden ihnen Schriften gezeigt, die angeblich dies bestätigen. In Momenten tiefer Verzweiflung während heftiger Folter oder Isolation wird eine Person nach Gottes Hilfe schreien. Die Trainer oder andere Kultmitglieder werden oft die Person verspotten und ihr sagen, dass jener Gott sie vergessen hat, oder man fragt, wo ist Gott denn jetzt? Er muss dich hassen. Jede negative Erfahrung, die die Person durchmachte, wird benutzt,
um die Einsicht zu verstärken, dass sie von Gott verlassen worden ist. Der Kult wird hämisch auf die Widersprüche hinweisen, zwischen dem, was die Person erlebt und was nach christlicher Lehre ihr eigentlich passieren sollte. Sie können Schriften verdrehen oder unwahre Schriften benutzen. Sie können christliche Hymnen verdrehen oder sie beim Programmieren benutzen. Eine bevorzugte Hymne ist, mag der Kreis ungebrochen sein, da sie zwei Bedeutungen haben kann. Vorschläge: Spirituelle Programmierung kann eine der schlimmsten Schäden innerhalb der Systeme einer Person sein, weil sie versucht, sie von der Quelle wirklicher Heilung abzutrennen. Es ist eine absichtliche Verzerrung der Wahrheit, mit kalkulierten Ereignissen, damit ein falscher Begriff von Gott entsteht und verstärkt wird. Viele Überlebende sind unfähig, christliche Begriffe nur zu hören oder sie werden extrem getriggert bei jeder religiösen Diskussion. Der Überlebende und sein Therapeut müssen sich klar werden, dass diese negativen Reaktionen das Ergebnis von Jahren falscher Lehren, Schmerz, Strafe, Verzerrung und Einstudierungen sind. Es ist wichtig, nicht die Teile der Person zu verurteilen, die negativ gegen Geistigkeit eingestellt sind, oder herauskommen, um Macht und Nutzen der Kultspiritualität zu verkünden. Die Frontpersonen des Überlebenden werden entsetzt sein, wenn sie von Anteilen hören oder erfahren, die solche Gefühle haben, besonders wenn sie ein starker Christ sind. Diese Anteile ihnen zeigen die einzige Realität, die sie jemals gekannt haben und brauchen Zeit und Geduld, sich neu zu finden und die Realität außerhalb des Kultplatzes zu erfahren. Sich von dämonischer Unterdrückung zu befreien und Erlösung zu erlangen, heißt, sich damit auseinanderzusetzen, um Erleichterung in ein System zu bringen, das vom Dämonischen terrorisiert wurde. Jeder Therapeut und Überlebende wird seinen eigenen spirituellen Glauben definieren müssen. Ich persönlich glaube, dass ein Therapeut die Möglichkeit der Existenz des Dämonischen berücksichtigen muss, denn dies ist es, dem der Überlebende sein Leben lang ausgesetzt war. Der Kult glaubt sicherlich, dass es Wirklichkeit ist und jeder, der einmal an einer Kulthandlung beteiligt war, wird Erfahrungen gemacht haben, die durch normale, rationale wissenschaftliche Prinzipien nicht erklärbar sind. Der Überlebende braucht Hoffnung und Heilung. Eine positive auf Liebe basierte Spiritualität, Sanftmut und Versöhnlichkeit, die das Gegenteil ist von der erzwungenen, strafenden negativen Spiritualität, welche der Überlebende gekannt hat, wird sehr im Heilungsprozess helfen. Ein spirituelles Glaubenssystem, das Hoffnung, Heilung, Gnade, Barmherzigkeit und Bestätigung beinhaltet, kann dem Überlebenden als Stütze dienen, während er den oft schwierigen Prozess der Heilung weitergehen muss. Kapitel 15: Virtuelle Realitätsprogrammierung, Verleugnungsprogrammierung, Kernsplitter, die letzten 6 Schritte von Disziplin. Virtuelle Realitätsprogrammierung. Virtuelle Realitätsprogrammierung, VR, ist eine Form der Programmierung, die in den letzten Dekaden immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Hierbei wird die Person mit einem VR-Headset und einem besonderen Anzug ausgestattet, während eine vom Kult produzierte VR-Disk benutzt wird, um das Programm ablaufen zu lassen. Es können damit 3D- und holographische Bilder erzeugt werden. VR-Programmierung ist besonders nützlich bei der Skriptprogrammierung und bei Zielübungssequenzen in der Attentäterausbildung. Unter Hypnose glaubt die Person tatsächlich, dass sie in der Szene ist. Jedes beliebige Szenario kann virtuell neu erschaffen werden. Einzubenennende Bilder können auf der VR-Disk gezeigt werden und beliebig oft während der Programmierungsfolge wiederholt und verstärkt werden. Einige Trainer glauben, dass sie das Element menschlicher Fehler in der Ausbildung beseitigt und wenden sie wirklich intensiv. Wie bei jeder anderen Programmierung auch, muss man hier zunächst die Verzerrungen entdecken, welche die Teile in sich tragen, die durch die Programmierungen gingen, ihnen erlauben, dass sie sehen, wie sie getäuscht wurden und dass sie sich mit dem Trauma auseinandersetzen, das dieser VR-Programmierung zugrunde liegt. Verleugnungsprogrammierung. Die Verleugnungsprogrammierung beginnt mit den ersten Erfahrungen im Leben des Kindes. Das Kind ist entsetzlich verwundet und traumatisiert worden, aber am nächsten Morgen handeln die Erwachsenen absolut normal, als ob nichts geschehen wäre. Sie führen dem Baby und jungen Kind einen Lebensstil von Verleugnung vor. Später wird dies verstärkt, indem man dem Kind sagt: Du hattest gerade einen schlechten Traum. Oh, nur zu gern will das Kind diese Lüge glauben. Es verringert den Schmerz, zu glauben, dass es nicht wirklich geschah. Es ist nur in deiner Einbildung, es geschieht nicht wirklich, wieder wird es als ein Ausweg vom Grauen angenommen. Ebenfalls wird die Verleugnung von den Erwachsenen um das Kind genährt, die ihm sagen, dass ihm niemals geglaubt wird, wenn es so etwas redet. Da gibt es Setups, die das Kind lehren, was es sehen und hören soll und die es lehren, außenstehenden Erwachsenen zu vertrauen, um ihnen ihre Realität zu erzählen. Ein typisches Setup verläuft so.
Der Erwachsene hält einen Gegenstand wie ZB eine Orange in der Hand und fragt das junge Kind im Alter von etwa 2 oder 3, was ist das? Das Kind wird schnell antworten, oh, eine Orange. Das Kind wird elektrogeschockt und bekommt gesagt, nein, es ist ein Apfel. Das Kind ist verwirrt, weil es offensichtlich eine Orange sieht. Es ist die Farbe Orange, riecht wie eine Orange, sieht aus wie eine Orange. Die Frage wird wiederholt. Das Kind kann wieder antworten, eine Orange, und wird wieder geschockt werden. Schließlich wird das Kind unsicher und will nicht mehr bestraft werden. Also sagt es, ein Apfel, und wird gelobt. Ziel dieser Ausbildung ist es, dem Kind beizubringen, dass es nicht seiner eigenen Realität vertrauen soll, sondern zu den Erwachsenen oder Führern aufblicken, damit sie ihm sagen, welche Realität wahr ist. Das ist die Grundlage von Verleugnung. Die Person lernt, nicht ihrer eigenen Realität zu vertrauen, aus Angst vor Strafe, wenn sie die Wahrheit gesagt hat. Wenn das Kind heranwächst, werden Abspaltungen geschaffen, deren einziger Zweck es ist, den Kultmissbrauch zu leugnen. Falls irgendein Ausrutscher oder Durchdrehen auftritt, soll die Verleugnungsabspaltung eine einleuchtende Erklärung geben, es war ein Albtraum, ein Buch, das die Person gelesen hat, ein Film, den sie sah und so weiter. Diese Abspaltungen werden Literatur, die SRA widerlegt, lesen und zitieren. Diese Abspaltungen glauben oft, dass sie das Leben des Überlebenden retten. Man sagte ihnen, wenn sich der Überlebende erinnert und den Missbrauch glaubt, der Überlebende umgebracht wird oder die Verleugnungsabspaltung wird streng bestraft oder zerstört, weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllte. Diese Anteile haben ein vitales Interesse an ihrem Job, sie glauben, ihre eigene Existenz und das Überleben des Körpers hängen von ihnen ab. Vorschläge: Streiten mit einer verlogenen Abspaltung wird nicht funktionieren, denn sie ist nicht durch Logik motiviert, sondern durch Angst. Eine bessere Annäherung ist es, sie zu fragen, was sie denn fürchtet, wenn die Person sich erinnert. Dies wird den Betrug und die Lügen sichtbar werden lassen, die ihr eingepflanzt wurden. Sie kann aber den Überlebenden vor Selbstmord durch Suizidabspaltungen tief in ihm schützen, die programmiert wurden, um einzugreifen, wenn Verleugnung durchbricht. Es hilft, der Verleugnerin die Möglichkeit zu geben, ihre Besorgnisse herauszulassen und die Unterstützung von inneren Helfern oder erfahrenen Abspaltungen in Anspruch zu nehmen, die keine selbstmörderische oder Verleugnungsprogrammierung haben. Zeigen Sie ihr die Realität auf sanftem Weg, erlauben Sie ihr, innen hineinzuhören auf andere, die sich mitteilen und einen langen Weg mit ihr gehen. Das Abstreiten ist eine natürliche Konsequenz als Selbstschutz vor dem Horror des Missbrauchs, nicht jedes Verleugnen ist ein Programm. Von einer Programmierung kann jedoch ausgegangen werden, wenn das Abstreiten immer wieder die Therapie blockiert oder sie zu einem völligen Stillstand kommen lässt. Das Gleiche gilt, wenn die Person höchst suizidal wird, jedes Mal wenn die Verleugnung einmal kurz aussetzt. Sichere innere Kooperation und Geduld über längere Zeit baut die Ablehnungstendenz allmählich ab. Die Folge ist zunächst ein Riesenmaß an Trauer und Gräm, wenn die Wahrheit erkannt wird. Die Verleugnung schützte den Überlebenden vor den immensen Schmerzen der Wahrheit und sollte mit einer Menge Unterstützung in der gramvollen Zeit extrem langsam abgebaut werden. Kernsplitter. Kernsplitter sind absichtlich traumatisierte Fragmente der Kernpersönlichkeit. Der Kern kann wortwörtlich zersplittert werden durch das überwältigende psychische und körperlich-spirituelle Trauma. Um Kernsplitter zu erschaffen, muss das Trauma sehr früh und psychisch vernichtend erfolgen. Fötale Splitter können vorkommen, aber sie sind selten eine Kernsplittung, stattdessen erschafft sich der Kern einen veränderten Teil, bleibt selber jedoch erhalten. Kernsplittungen erfolgen im Alter von 18 Monaten bis 3 Jahren. Gewöhnlich ist mindestens ein Elternteil oder Bezugsperson am Trauma beteiligt, denn erst dies bietet die notwendige psychische Verwüstung, um den Kern zu teilen. Körperliches Trauma allein verursacht selten Kernzersplitterungen. Die Folter ist extrem und lang andauernd, bis das Kind kollabiert. Die Folter kann aus Elektroschocks, Strecken, Aufhängen an sehr hohem Ort oder einer Kombination mehrerer Verfahren bestehen. Auch das Einlegen in eine Schockbox oder fast ertränkt zu werden benutzt. Die Verfahren, die Kernsplitter erschaffen, sind auch gefährlich, da sie auch Autismus verursachen, wenn das Kind die Programmierung nicht aushalten kann. Als ich im Kult war, kämpfte ich dafür, die Kernsplittung abzuschaffen, weil wir ab und zu Kinder verloren oder die Hauptpersönlichkeit zu schwach wurde. Der Kern kann sich in 2, 3 oder bis zu 8 inneren Splittern aufspalten. Jeder Splitter ist ein Stück des Kernkindes. Der ursprüngliche Kern wird nicht wieder auftauchen, nachdem er sich gespalten hat. Diese Splitter werden von Kulttrainern als Schablonen oder Tableaus benutzt, um neue Systeme innerhalb des Kindes zu schaffen.
Ein Kernsplitter oder ein Teil von diesem Splitter ist eine starke Abspaltung. Sie kann viele Male im Programmierungsprozess weitergespalten werden, um multifacettierte und vielschichtige Systeme innen zu schaffen. Vorschläge: Kernspaltungen stellen heftige Haupttraumata dar. Sie sind die Grundlage für spätere Systeme, die vollkommen vom Ausgangskernsplitter getrennt sind. Arbeit an Kernsplittern sollte sehr langsam geschehen und vor allem sehr spät im Therapieprozess, wenn es bereits beste Zusammenarbeit im Innensystem gibt. Der Überlebende braucht jede inneren Reserve, um mit diesen Traumen umzugehen, und ziemlich viel äußere therapeutische Unterstützung. Es kann Klinikaufenthalt bedeuten, wenn der Überlebende das Trauma nicht ertragen kann und der Therapeut und er kommen eventuell nur äußerst langsam voran. Andere weniger getrennte Systeme und Fragmente sollten integriert werden. Wenn man sich mit dem Kerntrauma befasst, ist zunächst der Missbrauch vom Verstand her anzuerkennen. Das nächste wäre, stärker getrennte Anteile erfahren zu lassen, was passiert ist, damit sie es gefühlsmäßig verarbeiten können. Bei den Kernsplittern können mit Unterstützung von inneren Helfern und Beschützern ganz allmählich Gefühle zugelassen werden, sehr langsam Stückchen für Stückchen. Diese Gefühle sollten mit Augenmaß und nur tröpfchenweise erlaubt werden. Splitter können verschiedenen Alters sein und müssen sich vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. In der die Kernsplitter umgebenden Realität kann eine Traumprogrammierung vorliegen, eine Fantasiewelt oder andere Schwebezustände. Das schützt sie vor Kontakt zur Außenwelt, die sie als brutal und kalt wahrnehmen. Die Anteile können komplett von der Außenrealität abgeschottet sein, als Notwendigkeit, den Schmerz zu puffern. Langsame geduldige Fürsorge und Realitätsorientierung werden diesen enorm traumatisierten Anteilen helfen, mit äußerer Realitätswahrnehmung zu beginnen. Einige Teile sind sich immer dessen bewusst gewesen, was geschah, aber es mag ihnen egal sein, an der Außenwelt teilzuhaben. Geduld, diesen Teilen erlauben, sich abzureagieren, wird ihnen am meisten helfen. Schritte der Disziplin. Schritt 7. Sich nicht zu kümmern. Dieser Schritt hält das Kind weiter in einer Täterrolle. Das Kind wird gezwungen, anderen weh zu tun und muss seine Fähigkeit beweisen, sich während des Prozesses nicht darum zu scheren. Schritt 8. Zeitrisse. Dem Kind werden spirituelle Prinzipien des Reisens gelehrt, sowohl innerlich als auch im Außen, durch Setups, Rollenspielen und durch gesteuerte Übungen, die mit Trauma verstärkt wurden. Das Ziel ist, eine Erleuchtung zu erreichen, ein ekstatischer Zustand der Trennung nach schwerem Trauma. Schritte 9, 10, 11. Diese betreffen variable Programmierungen, entsprechend der künftigen Rolle des Kindes im Kult. Sexuelles Trauma, um das Trennen und die Erweiterung des Verstandes zu lernen und die Gefühle zu vermindern, werden bei diesen Schritten im Vordergrund stehen. Schritt 12, Reifezeremonie. Im Alter von 12 bis 13 Jahren wird das Kind im Rahmen einer besonderen Einführungszeremonie formell in den Kult und in seine Erwachsenenrolle eingeführt. Es hat seine Fähigkeiten zur Befriedigung von Trainer und Führern in der Rolle Aufgabe zu beweisen, in der es ausgebildet wurde. Das Ritual und die Zeremonie werden zusammen mit anderen Kindern gleichen Alters abgehalten. Sie sind alle in weiß gekleidet und erhalten einen Preis als Anerkennung dafür, dass sie die Grundlagen ihrer Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Sie werden zwar weiterhin missbraucht werden, sogar als Erwachsene, aber die größten Traumatisierungen und Schaffung von Systemstrukturen haben vor diesem Alter stattgefunden. Künftige Ausbildung wird das verfeinern, was schon im Kind diesen Alters vorhanden ist oder auf dieser Grundlage aufbaut. Es ist wichtig, die eigenen Gefühle anzunehmen, die mit durchgemachtem Trauma und Missbrauch verbunden sind. Es ist notwendig, sich mit eigener Täterschuld zu befassen, denn von diesem Zeitpunkt an ist das Kind auch ein Täter. Es hat sich nun mit den Erwachsenenrollen identifiziert. Es kann schwer werden, das zu tun, da das Täterverhalten den Überlebenden schockiert, wenn er sich daran erinnert. Unterstützung des Überlebenden, keine Verurteilung, sondern Akzeptanz der Täteranteile ist wichtig. Es hilft, wenn man darauf hinweist, dass sie zu der Zeit keine andere Möglichkeit hatten. Realistisch betrachtet haben die Täterabspaltungen immer wieder das Leben des Kindes geschützt und sie hatten keine andere Wahl, anders zu handeln, schon gar nicht ursprünglich, beim ersten Mal. Der Überlebende mag Feindseligkeit spüren gegenüber Täterabspaltungen oder von ihnen beschimpft werden. Aber sie sind der Ausdruck des Missbrauches und nur sehr beschränkte Optionen wurden ihnen erlaubt. Mit sich selber ins Reine zu kommen, ein Täter, Täterin gewesen zu sein, braucht viel Zeit und Unterstützung von anderen. Anhang, Ausrüstung, die häufig von Trainern benutzt wird. Es kann Therapeuten helfen, wenn sie die Ausrüstung erkennen, die die Trainer benutzen.
Wenn Patienten diese Dinge beschreiben, die völlig kompliziert erscheinen mögen, glaubt ihnen. Der Kult ist ziemlich weit technologisch fortgeschritten. Trainingsraum. Der bevorzugte Trainingsraum ist ein neutralfarbiger Raum mit mattgrauen, weißen oder beigen Wänden. Einige können in verschiedenen Farben angestrichen sein, als Teil der Farbkodierung. Sie befinden sich oft in geheimen Untergrundräumen oder in großen privaten Residenzen und werden über das Hauptgebäude betreten durch einen geheimen Eingang. Improvisierte Trainingsräume können während Militärübungen in getarnten Zelten außerhalb aufgestellt werden. Trainer. Die Illuminaten haben eine Regel: Es müssen immer wenigstens 2 Trainer mit einer Person arbeiten. Das verhindert, dass ein Trainer entweder zu streng ist oder zu nachgiebig oder es entsteht ein zu enges Band mit dem Subjekt. Das wachsame Auge des anderen Trainers beugt diesem vor. Jüngere Trainer arbeiten mit älteren, erfahreneren Trainern zusammen. Die älteren Trainer unterrichten die Jüngeren, die die meiste eigentliche Arbeit tun. Wenn der Jüngere unfähig ist, eine Aufgabe zu beenden oder den Mut verliert, wird der Ältere einschreiten. Kopftrainer. Sie arbeiten auch mit den Führern und der Hierarchie. Von allen Mitgliedern wird verlangt, sich richtig einzustellen, Verstärkung der Programmierung, von Zeit zu Zeit sogar von obersten Führern. EEG-Maschine wird extensiv zur Gehirnwellenprogrammierung benutzt, auch um zu bestätigen, dass sich eine bestimmte Abspaltung zeigt, wenn aufgerufen. Kann benutzt werden, um tiefe Trance zu bestätigen, bevor tiefe Programmierung eingeleitet wird. Trainern wird gelehrt, diese Daten zu lesen. Tisch des Trainers. Ein großer Tisch, häufig aus Stahl mit Plastik überzogen oder einfachem sauberen Material. An den Seiten sind mehrere Fesseln für Arme, Beine, Nacken, um Bewegungen zu verhindern. Stuhl des Trainers. Ein großer Stuhl mit Armfesseln. Hat mehrere Fesseln wie oben in Intervallen angebracht, um Bewegungen der Person, die darin sitzt, zu verhindern. Schockgerätschaften. Modelle und Typen variieren abhängig von Alter und Hersteller. Die meisten sind gummiüberzogene Drähte mit Elektroden, die mit Velcro verbunden sein können, Gummi, eingebettete Stahlspitzen unter Finger- und Zehennagelbetten oder Gellkissen, größere Körperflächen wie Arme, Beine, Brust. Einige haben kleine Elektroden, die nahe der Augen angebracht werden können oder an den Genitalien. Diese werden mit der Shockbox verbunden, von der aus die Stärke der Elektrizität eingestellt werden kann und die Frequenz, falls Intervallschocks gewünscht werden. Drogen. Alle Arten von Opiaten, Barbituraten, Hypnosemittel, Beruhigungsmittel, Wiederbelebungsdrogen, Gegenmittel auch, klar etikettiert und registriert. Viele Drogen, besonders experimentelle, sind nur durch Codenamen wie Alphin 1 bekannt. CPR-Ausrüstung. Für den Fall, dass eine Person schlecht reagiert auf Drogen oder Programmierung. Manchmal kommt bei einem Kind während einer Programmierungssequenz eine Abspaltung unabsichtlich und wird mit Drogen überdosiert, die für erwachsene Abspaltungen gedacht war. Der Trainer muss das Gegenmittel geben und es wiederbeleben, bis das richtige Kind wieder da ist. Sie sind sich dieser Tatsache sehr bewusst und bestrafen einzelne Kindesabspaltungen sofort streng, um ihnen zu lehren, nur herauszukommen, wenn gerufen. Headsets, Helme für virtuelle Realitäten, die Grundlage der letzten Jahre. Viele Programmierungssequenzen benutzen holographische Bilder und virtuelle Realitäten, einschließlich Attentatsprogramme, wo die Person realistisch andere Menschen tötet. Diese virtuellen Disks sind viel weiter fortgeschritten als Videos. Bodybuilding-Ausrüstung wird im Militärtraining benutzt, um die Fitness zu erhöhen, um die Körpermaße zu halten. Stahlinstrumente wird in Öffnungen hineingesteckt, verursacht Schmerzen. Streckmaschine wird als Bestrafung benutzt, streckt Personen, ohne die Knochen zu brechen. Extrem schmerzvoll. Trainers Raster und Projektoren werden benutzt, um Raster auf der Wand oder an der Decke zu projizieren. Filmprojektor für Filmvorführungen, obgleich neue VR-Disks diese Computer ersetzen, Sammeln und Analysieren von Daten, hält das Computernetz am System der Person. Aktuelle Zugangscodes von Militärcomputern werden benutzt, um sie in Regierungscomputer zu downloaden. Tagebuch des Trainers enthält registrierte Kopien von Systemen der Subjekte, einschließlich wichtigen Abspaltungen, Kommandocodes etc. Beruhigungsobjekte wird benutzt, um Subjekte hinterher zu beruhigen. Es kann ein Spielzeug oder ein Bonbon für Kindesabspaltungen sein oder Öl für Massage. Warme Handtücher oder Getränke können gegeben werden,
wenn der Trainer einverstanden ist und die Person beruhigt, die mitgearbeitet hat. Das ist vielleicht der wichtigste Teil des Trainingsprozesses, wenn der Trainer ruhig und nett erklärt, wie gut es die Person gemacht hat, wie stolz sie auf sie sind.